Wenn du jetzt 2 Rotationen machst und du machst trotzdem eine Übungsauswahl, die suboptimal ist, dann wird dir das am Ende des Tages nichts bringen. Es gibt ja jetzt schon wesentlich fortschrittliche GLP-1-Agonisten, die nochmal deutlich besser wirken. Und die Nebenwirkungen sind durch die Kombination mit GIP und Glucagon nochmal deutlich reduziert. Kann man seinen kompletten Eiweißbedarf mit 4 Eiern und den Rest in Whey konsumieren? Arsen im Blut zu bestimmen ist nicht wirklich sinnvoll. Das gibt nur den akuten Zustand wieder. Braucht man eine schräge Variante, um eine gute obere Brust aufzubauen? Ich finde, Zimt ist eine der wertvollsten Ergänzungen, wenn wir jetzt so wirklich im Gewürzebereich irgendwie schauen. Aber es soll alles mit Kopf und Verstand und mit einem Grund erfolgen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So Leute, wir sind zurück, wie gewohnt, mit Vape und mit Tee natürlich. Und die ganze Welt fragt sich, Chris, wie sieht's gerade aus bei dir? Bei mir ist immer noch stupides Kloster angesagt, aber bei dir ist gerade ein bisschen mehr Action. Was ist los? Bei mir ist gerade ein wenig mehr Action, ja. Also wie man sieht, komplett neuer Look jetzt hier für die letzte Show, die in roundabout 3,5 Wochen jetzt ansteht. Ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt, wie das Ganze wird. Also das ganze Wochenende, ja, das wird einfach eine Show, die ihresgleichen sucht. Hm. Und ein paar Wochen darauf ist ja dann Offenbach, was ja in Deutschland so dieser Brennpunkt sein wird. Bist du in Offenbach vor Ort, Danny? Bisher noch nicht geplant. Die Frage wurde mir schon unglaublich oft gestellt und ich bin am Hadern, muss ich dir ehrlich sagen. Weil ich will eigentlich gar nicht raus hier aus meinem kleinen Kosmos. Wenn überhaupt, gehe ich hier mal zum Kaufland. Das ist 100 Meter weiter und das war's dann auch schon so. Und du weißt, wie es ist. Nicht, dass ich dann anfange, Blut zu lecken, weil es gerade einfach so unglaublich gut läuft. Und je weniger ich abweiche, desto besser entwickelt sich halt auch dementsprechend alles. Und auch wenn ich so eine Reise ja locker wegstelle, ich habe ja schon ganz andere Projekte irgendwie umgesetzt und bin mit 60 Mahlzeiten nach Istanbul geflogen und so weiter. Aber auch so ein kleiner Trip ist jetzt irgendwie so ein Störfaktor aktuell so, ne? Also das ist ja immer so phasenweise im Leben. Eine Zeit lang hatte ich da voll Bock drauf, so Reisen und Bodybuilding zu kombinieren und beides so ein bisschen gleichzeitig zu machen. Aber in der aktuellen Situation genieße ich das so krass, einfach nur hier zu sein und einfach nur 100% durchzuziehen. Und deswegen bin ich da noch nicht so richtig 100%ig dabei, ob ich es mache oder nicht. Schauen wir mal, wie sich die nächsten Wochen hier entwickeln. Ja, ich denke halt, es wäre einfach ein cooles Event, wo man auch viele Leute aus der Community dann irgendwo antrifft. Nehme ich jetzt einfach mal an. Also jetzt aus deiner Perspektive natürlich. Ich bin ja hauptsächlich als Coach dann vor Ort. Also ich werde nicht selber starten in Offenbach. Zweimal mache ich das Ganze nicht mit mehr Mhm. als 10 Athleten am Wochenende quasi selber an den Start zu gehen. Da reicht dann definitiv auch einmal. Aber es läuft eigentlich sehr, sehr gut. Körperkompositionstechnisch geht's voran. Ich habe jetzt heute nochmal ein neues Tiefstgewicht erreicht. Tatsächlich, es ist jetzt halt dieses Entlangwandern eines schmalen Grades. Ich meine, man kennt es, wenn die Form eigentlich schon mehr oder weniger fertig ist. Ich meine, sie hat ja vor ein paar Wochen jetzt in England auch schon echt gut gepasst und die will mich, wie bereits angesprochen, auch nicht totdiäten. Aber ein bisschen was geht dann doch immer noch. Aber wir werden jetzt die nächsten beiden Tage wieder ein wenig Leben in den Kadaver bringen. Also jetzt gibt es 2 Tage mit 700 Gramm Kohlenhydraten, die ja mich so ein bisschen nach oben bringen. Und Magst du dann uns, erfolgt. lass mich mal gleich Ja, einhaken an den Punkt. Magst du uns mal, finde ich ganz spannend, einen Einblick in deine aktuelle Makrozusammensetzung geben und ungefähr einen Einblick, ist natürlich nicht jede Woche gleich, aber wie viele Tage der Woche Defizit und wie viele Tage Laden momentan aussieht? also derzeit, ich meine, es geschieht eigentlich alles relativ reaktiv, muss man dazu Klar. sagen. Also zum Beispiel jetzt am Sonntag war es auch so, bin ja aufgestanden und die Melli hat mir am Vortag schon gesagt, also am Samstag, dass sie sich so leicht kränklich fühlt, so leicht angeschlagen. Sonntag bin ich dann in der Früh aufgestanden und habe auch so ein wenig einen rauen Hals gehabt. So einen rauen Hals, dass ich mir schon gedacht habe, okay, jetzt buche ich mir eine Infusion für Montag gleich morgens und habe dann daraufhin entschlossen, also mit meinem Coach gemeinsam, entschlossen, dass wir an dem Tag einfach die Aktivität ein bisschen runterfahren und an dem Tag einfach nur 100 Gramm Kohlenhydrate und 50 Fette on top geben. Also eher so auf diese reaktive Art. Und das Ganze hat mir dann irrsinnig hochgefeuert, weil ich diese 100 Gramm Kohlenhydrate sehr stark auch über mikronährstoffreiche Lebensmittel zu decken habe versuchen.
versucht habe zu decken. Und bin dann irgendwie 3 Kilo schwerer am nächsten Tag Wahnsinn. aufgestanden oder so. Mhm. Also auch 3 Kilo schwerer, als ich heute beispielsweise, oder 4 Kilo schwerer, als ich heute beispielsweise eingewogen habe. Aber im Normalfall ist so, jetzt abgesehen von diesem kleinen reaktiven Load, kleinen reaktiven Refeed, im Normalfall ist so, dass ich 5 bis 9 Tage wirklich im Defizit bin mit 240 Protein, 250 Kohlenhydraten und 55 Fetten. Und dann folgen meist so 2 Tage mit 700 Gramm Kohlenhydraten, 170 Protein, also weniger Protein, um die Verdauung hier ein bisschen zu entlasten. Und 50 Gramm Fetten. Genau. Spannend. So sieht das Ganze jetzt im Endeffekt aus. Und das Ganze ändert sich aber phasenweise. Zum Beispiel nächste Woche ist die erste Show der Saison für Athleten und Athletinnen von mir lined up. Da bin ich wieder 6 Tage auf Reisen tatsächlich. Und über diesen Zeitraum von 6 Tagen werden wir einfach die Zeit nutzen und so eine kleine Erhaltungsphase auch einschieben. Da planen wir also nicht mit zwei aggressiveren Ladetagen oder Refeeds, sondern da wird es dann in weiterer Folge so sein, dass wir diese gesamten 5 bis 6 Tage die Kohlenhydrate auf rund 450 Gramm raufsetzen, die Aktivität runtersetzen auf 10.000 beziehungsweise 10.000 bis 12.000 Schritte. Normalerweise bin ich jetzt im Schnitt so bei 20 bis 24.000, je nachdem, wie meine Energielevel halt am Tag sind. Und ja, einfach ein bisschen mehr Flexibilität. Gegebenenfalls auch ein cleanes Free Meal, das ich dann mit meinen Athleten und Athletinnen nach der Show genießen kann. Keine Ahnung, ein Steak mit Kartoffeln oder irgend sowas. Mhm. Das geht 2 Wochen vor der Show jetzt eigentlich noch klar, weil bis dahin hat sich jetzt der Wasserhaushalt im Sinne vom Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem auch wieder relativ schön eingependelt, dann bis zum schlussendlichen Peak von der Show. Also von dem Aspekt her soll es eigentlich relativ gut passen und ja, wie gesagt, so einfach eine kleine Erhaltungsphase noch. Dann nochmal etwas runterdiggen, wie man so schön sagt, bevor es dann eben in die Peak Week geht für die letzte Show der Saison. Genau. Aber so ist eigentlich derzeit so das Setup, das Prozedere. Und ich muss sagen, Danny, ich fühle mich sehr, sehr gut. Also ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut, jetzt abgesehen von diesem leichten Anflug einer Erkältung, diesen ganz leichten Schnupfen, der jetzt gerade irgendwie so ein bisschen herumgeistert, jetzt gerade so ein bisschen präsent ist. Ich fühle mich jetzt überhaupt nicht krank. Die Energielevels sind jetzt überhaupt nicht irgendwie abgefallen, außer eben, wie gesagt, am Sonntag. Aber das kann natürlich auch teilweise der Diätermüdung zuzuschreiben sein. Aber so im Allgemeinen, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich bin kognitiv vollkommen auf der Höhe. Sicherlich ist das Training jetzt nicht mehr so spaßig, wie es jetzt in der tiefsten Off-Season ist. Und es ist meistens einfach nur mehr so ein Abarbeiten. Aber dadurch, dass der Ansatz derzeit so niedrig volumig ist und auch sehr minimalistisch, weil mehr ist jetzt einfach nicht notwendig, um die Muskulatur zu halten, kann ich mir eigentlich für den Zeitraum, den ich im Training bin, auch relativ gut fokussieren und unter Anführungszeichen motivieren, wobei ich mich jetzt dafür nicht motivieren muss, weil ich mache das Training sowieso. Du weißt was ich meine. Du weißt wie sich Prep-Training am Ende so in die letzten 3, 4 Wochen anfühlt. Ja. Das ist halt einfach nicht mehr so, da ist nicht mehr so dieser Bums dahinter. Du hast immer so diese Sicherheit, die du in der Offseason verspürst, wenn du die in eine schwere Hackenschmidt oder sowas reinstellst oder in schwere Hip Hinges, sei es jetzt ein rumänisches Kreuzheben oder sonst irgendwas. Du fühlst dich halt bei einem rumänischen Kreuzheben so, als würdest du in der Mitte auseinanderbrechen gefühlt. Ja. Und das ist einfach nicht mehr so lustig. Ja. Aber es ist trotzdem noch hier und da, also muss ich sagen, so vor allem bei diesen großen Übungen, äh, durch die Mikroprogression, die mir ermöglicht wird von den Level Microplates, ist, Mhm. haha, haben wir hier gleich Werbung, mit Code Danny oder mit Code Chris könnt ihr bei Was Level meinst, Equipment sparen, was Leute. meinst du, wie ich gekämpft habe, dass die ins Sortiment kommen? Da war, ey, die Leute sehen das immer nicht mit diesen ganzen Level-Tools. Das ist ja eigentlich alles aus meiner Feder. Egal ob der Level-Hook, die Handschlaufen und so weiter. Und die Leute sehen das dann immer und sagen, ja, cool, funktioniert, aber der Weg dahinter, bis das mal in so einen Shop reinkommt, Alter, ich sag dir, da sind manchmal Hürden dabei, so nicht mal jetzt irgendwie das zu designen oder irgendwie das herzustellen, sondern der Vertriebspartner muckt dann irgendwie rum und dann geht das nicht. Dann kommt das zu spät, dann kann das nicht geliefert werden, dann hängt das beim Zoll. So viel Müll, ja, bis das dann irgendwie mal so
fertig ist, dass es bei euch zu Hause ankommt. Aber das war auf jeden Fall ein Herzensprojekt und die Dinger sind halt nur im Einsatz, ne? Also wirklich, egal bei welchem Gerät so. Das Geile ist ja auch, du kannst ja auch, weiß ich nicht, an eine Plate-Loaded-Maschine noch irgendwo drauf Ja. machen einfach oder so. Ich mach die selbst an die Hackenschmidt irgendwo noch hinten ran oder so. Also das war echt ein richtig großer Schritt, auf den bin ich wahnsinnig stolz, dass wir das gemacht haben. Ja, aber dadurch ist eben Progression auf einem echt guten Level jetzt, auf einem echt guten Level, noch möglich hier und da. Sicherlich ist jetzt nicht mehr so, dass ich mich beim Seitheben da irgendwie steigere, da geht es jetzt meistens eher um Kraft halten, aber so bei diesen großen Übungen habe ich jetzt eigentlich noch gut Progression drin, ja, und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, also es läuft alles so vor sich dahin. Mein eigener Prozess läuft, der Prozess von meiner Athleten und Athletinnen läuft, was mich ebenfalls sehr zufrieden stimmt. Ich bin gut eingespannt derzeit, weil jetzt auch die Phase ist vor der Herbstsaison, wo die ganzen Leute aus der Herbstsaison nach Wien kommen, Live-Formchecks machen und. Du weißt ja, wie das ist, wenn dann Clients besuchen kommen, nimmt man sich dann natürlich auch mal eine Stunde Zeit oder so. Das muss ja alles eingeplant werden. Und diese Woche ist auch dann der Evo Qualifier, also je nachdem, wann das Video bei dir online geht. Wir haben jetzt heute den 30. Juli und da ist der Evo Qualifier. Da habe ich 4 Naturalathleten und Athletinnen, die dort an den Start gehen. Und da sind eigentlich auch alle in einer dermaßen guten Form, als dass ich sie jetzt mal Probe peaken kann. Und so Peak Weeks mit dem ganzen Effort, der dahinter steckt, den täglichen Check-ins sind natürlich auch ein Mehraufwand. Also der Workload beginnt sich langsam zu akkumulieren. Aber ich glaube, ihr bei uns allen, wir kennen das alle. Ja, Fabi wäre jetzt heute ja auch da, aber war jetzt dann am Ende des Tages etwas stressiger und kann mich aber nicht beklagen. Es rennt. Jetzt interessiert mich aber, wie es bei dir im Moment läuft. Ich meine, wir haben die letzten Podcast-Episoden viel herumdebattiert hinsichtlich deines derzeitigen Ansatzes. Hast du schon einen Pausentag benötigt? Tatsächlich, nach 16 Tagen Training habe ich mir eingenommen. Das war gestern. Gar nicht, weil ich ihn jetzt unbedingt gebraucht hätte, so von der Ermüdung her. Ich habe aber so ein bisschen gemerkt, Chris, ohne Scheiß, die Fortschritte fallen gerade so stark aus. Also ich steigere mich so rapide, dass die passiven Strukturen auch bei guter Technik natürlich schon irgendwo hinterherkommen müssen. So. Und da war jetzt irgendwie so ein bisschen mein Gedankengang, dass ich zum Beispiel Rotatorenmanschette und so, das sind halt alles so diese kleinen, feinen Sehnen, die halt auch, egal ob Rücken, Schulter, Brusttraining, überall gefordert werden, einmal so ein bisschen zu entlasten und da einfach mal ein bisschen Luft reinzugeben. Ähm, Vitalwerte und so weiter, alles weiterhin konstant und grandios. Es ist wirklich wie verhext gerade. Also es ist alles gerade so optimal eingestellt. Fortschritte in jedem Training, jede Schlafauswertung ist eine 90. Appetit großartig, Verdauung großartig. Es läuft wirklich von vorne bis hinten so. Gewicht geht nach oben. Ich habe jetzt knappe 135 morgens. Und ja, da sieht man mal wieder, was das für eine Auswirkung hat, wenn man halt mal wirklich all in, wirklich diese ganze Klostergeschichte so vorantreibt. So, ne? Und was das halt für ein Ausmaß macht. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich so viel Sachen anders mache als an den letzten Jahren oder so, aber es ist halt einfach dieser Rahmen, der jetzt das erste Mal da ist, gutes Studio, wenig Störfaktoren, die ich natürlich auch bewusst raus, also Störfaktoren gibt's schon, ich halte sie halt nur bewusst raus, so in dem Sinne. Stichwort Offenbach oder irgendwelche anderen Sachen, wo ich dann einfach sage, nee, jetzt nicht, ich habe gerade andere Projekte auf dem Schirm und ja, es ist wirklich wie verhext. Ich stehe jeden Morgen auf. Jeder Tag ist wirklich komplett gleich. Ich gucke meine Schlafauswertung, denke wieder, Alter, schon wieder eine 90. Wie kann das sein? Das war früher immer so, dass ich halt einmal im Monat reingeguckt habe und dachte, ey, cool, heute hast du mal eine 90 geschafft. Jetzt ist es einfach jeden Tag da. Ich gehe ins Training. Ich mache auch nur eine Rotation. Das heißt, ich mache jetzt nicht A, B oder so, sondern ich habe wirklich einen Übungskatalog, den ich in jedem einzelnen Training für diese Einheit durchführe. Dadurch kommen diese Muskelgruppen unglaublich schnell dran, steigere mich auch dementsprechend schnell, weil ja auch keine Koordination von denen geht. Das ist immer so ein Problem, was ich sehe, wenn Leute zu viele Rotationen machen. Ja. Dauert es einfach oftmals viel zu lange, bis die eigentliche Übung wieder drankommt und du verlierst halt auch schon wieder koordinative Fähigkeiten in vielen Fällen, dass du die Übung dann, du trainierst zwar die Muskelgruppe wieder in 2, 3 Tagen oder 4, aber die Übung selber trainierst du manchmal erst wieder in 2 Wochen oder so, weil Leute denken, sie müssten irgendwie 3 Rotationen bei einem Dreiersplit machen oder so und haben dann halt das Nachsehen, dass die Performance doch irgendwo flöten geht. Ne? Da habe ich jetzt für mich so den Ansatz gefunden, ich nehme halt die Übungen, die für mich funktionieren und nicht jetzt irgendwie, um die Theorie glücklich zu machen, irgendwie noch, ach, ich muss aber noch eine andere Übung machen oder so. Ja.
Bin natürlich gerade noch ein bisschen am Feintunen, ein, zwei Sachen auszutauschen, so von dem grundsätzlichen Ansatz, den ich gemacht habe. Ist aber echt nicht viel. Das sind ein oder zwei Übungen, die ich da gerade so ein bisschen durchspiele, was sich besser eignet, vor allen Dingen auch in der Trainingseffizienz, weil mein Ansatz war es ja vor allen Dingen auch, die Einheiten so kurz wie möglich zu machen. Und da fließen natürlich auch Faktoren jetzt wieder mit rein, wie lange dauert es, das aufzubauen. Ist das eine ganz hinten links im Studio und das andere ganz hinten rechts? Musst du dann wieder hin und her? Oder hast du vielleicht zwei Geräte, die nebeneinander stehen, dass du in der einen Zeit schon das andere aufbauen kannst oder all solche Faktoren, ne? Genau. Und von dem her kann ich mich auch überhaupt nicht beklagen. Ganz im Gegenteil. Ich bin gerade unglaublich glücklich mit dem Ganzen, wie es läuft und mit der ganzen Phase, mit dem ganzen Prozess und so weiter. Genießt es unglaublich und bleib auch natürlich jetzt erstmal dabei, ne? Ja, sehr geil. Finde ich super interessant, was du jetzt ansprichst hinsichtlich den Rotationen, weil ich habe oftmals das Gefühl, die Leute machen es einfach aus Langeweile. Um es zu machen, ja. Ja, um es zu machen. Sie machen es einfach, um es zu machen. Also wie oft, ich mache ja sehr viele Fragerunden auf Instagram, ja, um da einfach so zwischen den Podcasts und so weiter immer wieder Mehrwert zu bringen und eben Fragen aus der Community zu beantworten. Und ich bekomme so oft die Frage, kann ich diesen und jenen Trainingsplan auch mit ein, zwei oder drei Rotationen machen oder kann ich einen Upper-Lower-Plan mit drei Rotationen machen? Ist es besser mit zwei oder mit drei und keine Ahnung. Also es wird auch auf der Ebene sehr viel zerdacht auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich, die Leute machen es einfach wegen Langeweile. Ja, es macht in diversen Szenarien Sinn, je nachdem, wie deine Trainingstage auch ausschauen. Ja, also wenn du jetzt an einem Oberkörpertag nur zwei Slots für den Rücken hast, und wir aber wissen, dass wir in der Theorie vermutlich davon profitieren, wenn wir einen frontalen Zug, einen transversalen Zug und einen sagittalen Zug einbauen, dann könnte man jetzt hergehen und eine zweite Rotation einfügen, sodass man über einen Zeitraum von mehreren Tagen alle diese Bewegungsmuster abdeckt. Aber es soll alles mit Kopf und Verstand und mit einem Grund erfolgen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn du jetzt zwei Rotationen machst und du machst trotzdem eine Übungsauswahl, die suboptimal ist, dann wird dir das am Ende des Tages nichts bringen. Ja? Und sind wir uns ehrlich, Danny, die meisten Leute werden vermutlich noch in einem State sein, bitte verzeiht mir das Englisch, werden vermutlich noch in einem State sein, wo sie trotzdem davon profitieren würden, eine gute Übungsauswahl zu haben und diese Übungen, die für sie funktionieren, vor allem wenn man jetzt kein optimal ausgestattetes Studio hat, muss man dazu sagen, ja, trifft ja auch auf die meisten Leute zu, wenn sie diese Übungen einfach öfter machen. Die meisten Leute würden davon profitieren, eben genau aufgrund dieser koordinativen Aspekte, die du ansprichst, genau aufgrund dieser ich kann mich dann schneller steigern Aspekte, ja. Und ich glaube, die meisten Leute stützen sich zu schnell auf das, was sie irgendwie dann bei, keine Ahnung, irgendwelchen Profis sehen oder vielleicht bei Jordan Peters, wobei auch Jordan Peters, muss man dazu sagen, immer wieder dieselben Übungen macht. Wenn der Unterkörpertraining hat, hat er immer sein, jetzt gerade ist es rumänisches Kreuzheben an der Belt Squat und eine Beinpresse. Der macht nicht ein rumänisches Kreuzheben an der Belt Squat und das zweite Mal macht er ein rumänisches Kreuzheben mit der Langhantel und keine Ahnung was. Der macht immer das Gleiche. Und wenn es Leute wie Jordan Peters machen können, ja, jetzt sei mal dahingestellt, ob das, was er macht, alles optimal ist. Da wollten wir übrigens auch mal drauf reagieren, fällt mir jetzt gerade ein, ja. Aber wenn es Jordan Peters kann, dann könnt ihr das auch. Ja, und oftmals ist es einfach dieser Fall von Langeweile. Ich glaube, ja, Langeweile auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil man es halt einfach nicht anders vermittelt bekommt heutzutage. Egal, wo du hinguckst, jeder macht eine Rotation. Also nimmst du das als Trainingsanfänger natürlich jetzt irgendwo auch erstmal so als gegeben hin und denkst, okay, das muss man halt so machen. Hinterfragst aber gar nicht, warum. Die Regel ist eigentlich ganz einfach. Du machst dann eine Rotation, wenn du genug Übungen oder Maschinen zur Verfügung hast, die auch qualitativ hochwertig sind. Das heißt, du wirst jetzt nicht an einem Trainingstag eine richtig geile Übung haben, weil du mit der Maschine gut klarkommst, du spürst sie gut, du kannst dich da gut steigern, es tut nichts weh. Und an dem anderen Tag lässt du die Maschine dann liegen, um irgendein Gurkengerät zu machen, was dir gar nicht gefällt, nur um eine zweite Rotation zu machen. Das heißt, in einem Studioszenario, wie jetzt zum Beispiel bei mir im Invictus oder bei dir in Wien im Dust Gym, da würde sich das anbieten, solche Rotationen zu bauen. Aber ich sagte, wie es ist. Unglaublich viele meiner Klienten, die zum Beispiel in dem McFit trainieren, die haben in der Regel eine oder ich sag mal eine 1,5 Rotation. Da ist es dann oftmals so,
dass viele Trainingstage, also gerade der Unterkörpertag, der ist nahezu gleich, weil in einem McFit hast du halt eine Hakenschmidt, du hast eine Beinpresse, wenn es hochkommt, kannst du noch Kniebeugen in der Multipresse machen. Viele haben nicht mal einen sitzenden Beuger, die haben nur den liegenden Beuger. Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass der Oberkörpertag oftmals A-B-Rotation ist, bei einem Oberkörper-Unterkörpersplit zum Beispiel, weil da gibt es halt ein bisschen Auswahl, da kann man ein bisschen mitspielen. Du könntest mal Kurzhanteldrücken machen, du könntest mal Schrägbank-Multipresse drücken machen, da hast du schon ein bisschen Spielraum. Aber beim Beintraining ist der Tag dann meistens sogar gleich. Vielleicht tauscht dich mal eine Übung aus, dass man sagt, man macht jetzt statt der Hackenschmidt eine Kniebeuge in der Multipresse zum Beispiel, um da nochmal andere Akzente zu setzen, mit einem weiteren Stand vielleicht noch mehr Fokus auf Gluteus, Adduktoren und so weiter zu bringen. Das wäre legitim. Also das heißt, eine Rotation zu machen, heißt doch nicht, ihr müsst immer in allen Trainingseinheiten überall was anderes machen. Eine Rotation kann auch sein, ich habe 2 Trainingstage und an dem einen tausche ich nur die eine Übung aus, zum Beispiel, weil ich einen bestimmten Akzent setzen will. Ne? Verschiedene Trizepsanteile, obere, untere Brust, Rückenfasern, du hast es gerade angesprochen, so. Das ist völlig legitim. Also das heißt nicht, ihr müsst alles über den Haufen werfen, sondern ihr guckt, wie viele Maschinen habe ich denn zur Verfügung, die für mich funktionieren. Und wenn ich in meiner Liste auf so viele Übungen komme, dass ich sage, okay, ich kann da eine Abwechslung mit reinbringen, dann mache ich das. Aber ich würde ein Argument dafür finden, dass mehr als eine Zweierrotation in keinem Split, in keinem Trainingsszenario der Welt irgendwo sinnvoll ist, weil dann einfach die Abstände zu lang werden, bis sich irgendwas wiederholt und es dann einfach sozusagen nicht mehr praktikabel wird, auch wirklich mit einem Progressionsmuster aufzubauen. Außer du trainierst einen sehr hochfrequenten Zweiersplit. Wenn du beispielsweise Volumina etc. pro Session so niedrig hältst, dass du quasi Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper trainieren würdest. Mit einem smarten Setup würde es ja theoretisch gehen. Und das wäre so der einzige Fall, wo ich sage, 3 Rotationen machen Sinn. Muss aber auch nicht. Könnte man machen, Muss aber ja. auch nicht. Du, Nischentechnisch könnte man in dem Szenario überlegen, aber es wäre auch völlig okay, wenn du machst Montag A, Mittwoch B und Freitag wieder A. Wäre auch völlig in Ordnung. Mhm. Das ging ja auch, dass du hergehst und sagst, du machst nur eine Rotation in so einem Szenario. Ging Voll. ja auch, Ja. auf jeden Fall. Wenn Wie gesagt. Übungsauswahl, Sequenzierung und der ganze Stuff passt, Mhm. ja, keine Frage. Wie sieht es eigentlich aus bei euch in Wien? Ihr habt auch neue Geräte bekommen, ne? Wie ist der aktuelle Wir Stand? bekommen jetzt laufend neue Geräte. Also Ja. wir warten ja schon Ewigkeiten auf eine Lieferung vom Prime. Mhm. Ja, diese Lieferung vom Prime ist vor 2 Jahren bei Prime Fitness USA angegangen. Ja, vor 2 Jahren. Und die bekommen es einfach nicht auf die Kette. Jetzt haben wir bei, ich weiß gar nicht, wie die Vertriebsfirma heißt, aber auf jeden Fall haben wir aus der UK eine Revive Hack geordert und eine Ah, Revive Incline Press. Die stehen eh schon drinnen. Die ist schon in Benutzung von mir. Ja. Ich finde allerdings, die erlaubt nicht so viel Range of Motion. Ja, da muss ich mal irgendwas auf die Fußplatte drauflegen, echt? Ja, die damit die Hackschritt. da, Ja. ja, ja, also die erlaubt nicht viel Range of Motion. Ich sitze da meilenweit entfernt vom untersten Punkt, den ihr erreichen könnt. Das sind sie oben auf. Krass. Meilenweit. Aber gut, anderes Thema. Auf Du hast jeden einen Fall dickeren Beuger. Revive. Na, ich habe jetzt halt keine Weichteilhemmung mehr Ja. und jetzt mache ich es Das halt merkt man, ne? mit, Mhm. ja, extrem. Jetzt mache ich es halt mit Loslösen der Fersen und auf einer Gewichtsscheibe stehend, ja, weil dann erreiche ich halt maximale Knieflexion. Dafür bewege ich da halt ein Drecksgewicht, also irgendwie 2,5 Platten oder knapp 3 Platten oder so. Es ist ja eigentlich ein Witz. Ich habe schon an der New School Cybex Hack hat es Phasen gegeben, da habe ich irgendwie 6,5 Platten weggescheppert oder so. Also an der neuen, ja. Na, eigentlich wirklich ein Witz. Aber gut, auf jeden Fall Revive Hack und ein Revive Incline Press, also quasi dieser Flex Leverage Nachbau, der wurde bestellt. Die Incline Press haben sie in ihrer Bauweise verkackt. Ja, dementsprechend steht jetzt nur die Revive drinnen. Dann haben wir eine Flex Leverage Flat Chest Press jetzt bekommen. Die ist Gold. Ja, Mhm. die ist wirklich ein absoluter Traum. Sehr vergleichbar mit der Nautilus Leverage, die ja bei euch auch im Invictus steht. Ich finde sie allerdings noch ein bisschen cooler, weil sie rustikaler ist. So ein bisschen Und die Griffe sind oldschool. besser. Bei der Die Nautilus sind die Griffe sind Griffe ein wenig sehr besser. dick. Da fällt es schwierig, Ja, diesen richtigen Druckpunkt an der Hand zu finden. Die sind bei dir dünner und da kannst du individueller gestalten. Mhm. ja, finde ich sehr, sehr gut. Nur erlaubt sie auch nach hinten nicht so viel Range, wie ich wahrscheinlich erreichen könnte in einem optimalen Setting. Auch mit Griffe nach ganz hinten gestellt nicht. Ja, Krass. also
Ich kann sie mit voller Range of Motion ausführen. Ich erreiche nur wirklich am hinteren Umkehrpunkt den Dead Stop. Ganz, ganz kurz. Ja, was eh nicht so blöd ist, also ich mag eigentlich Dead Stop drücken per se jetzt nicht, weil es ja auch wiederum die Rekrutierung der motorischen Einheiten ein bisschen beeinflussen kann. Aber in dem Setting benutze ich es jetzt einfach zu meinem Vorteil und immer wieder aus diesem toten Punkt kurz rauszudrücken, ohne wirklich das Gewicht brutal abzulegen. Ja, Mhm. also einfach diesen Punkt berühren und dann wieder rausdrücken. Aber gut, auf jeden Fall Flex, Leverage, Flat Chest Press steht jetzt drinnen und wir bekommen jetzt eigentlich laufend neuen Stuff von diversen Herstellern. Aber wie gesagt, Prime Fitness USA ist noch ausständig und auch der Gym 80 Raum soll jetzt wieder neu gemacht werden. Das heißt, hier werden regelmäßig Geräte ausgetauscht und da kommen wieder neue rein. Also die Geräte, die eher unbeliebter sind und nicht so viel benutzt werden, kommen raus und dann werden wir ein paar neue Geräte mit Mhm. reinnehmen. Solche Geschichten. Ja, die Geräte, die bei uns drinnen stehen im Gym 80 Raum, sind eh gut. Hast du den Gym 80 Raum schon gesehen, als du da warst? Ich war an dem Tag, wo er aufgemacht wurde, bin ich abgereist. Das heißt, ich habe morgens um 7 noch Ah, trainiert, stimmt. bevor ich zum Flughafen bin. Konnte noch gerade so einmal reingucken, aber konnte ihn halt nicht nutzen in dem Sinne. Aber ist nicht schlimm, weil Ja. mit Gym 80 habe ich ja jahrelang im Gold trainiert. So, also die Geräte, die können bleiben, wo sie bleiben. Da sind ein, zwei gute Sachen dabei. Gar keine Frage. Auch der Functional Trainer ist natürlich super so in dem Sinne. Da kannst du überhaupt nichts sagen, die Ja. V-Station. Aber das ist jetzt nichts, warum ich nach Wien kommen würde, muss ich dir ehrlich sagen. Hm. Was du unbedingt trotzdem probieren musst, wenn du das nächste Mal da bist, ist die neue modifizierte Gym 80 Pendulum Squat, weil die ist ziemlich gut. Ja, die ist sehr individualisierbar und die modifizierte Gym 80 High Row, beziehungsweise bei uns wird sie dann halt als Lat Pulldown, als Single Arm Pulldown benutzt, ist vergleichbar mit der Citadel Pulldown, wenn du sie auf sehr lengthened loaded stellst. Ja. Ja, Hast du das mal gesehen? Ich habe die damals immer zu meinen Zeiten da noch in Golds mit dem Hook gemacht. Also ich habe den ja, halt genau. immer reingehangen so und den gleichen Mechanismus genutzt. Dafür war sie Ja, großartig durch das Brustpolster, ja, was der Nautilus Pulldown ja in dem Sinne nicht hat. So kannst du halt eine ganz andere ja, Stabilität aufbauen, ne? ja, definitiv. Ja. Aber ja, sind ein paar Goldstücke mit dabei. Generell tut sich gerade so extrem viel. Und ja, freue mich drauf, was da jetzt noch passiert. Ich bin ja auch jetzt in einem relativ fixierten Trainingssetting. Also ich schaue, dass ich nicht mehr in zu viel unterschiedlichen Gyms trainiere auch. Ich bin ja teilweise ein bisschen herumgefahren, mal eine Session im Top Body, mal eine Session im Fitness, was auch gute Studios in Wien und Umgebung sind. Aber ich schaue wirklich, dass ich jetzt jede einzelne Session einfach im Das Gym abspule, um auch Progression und Nachvollziehbarkeit einfach da oder Progression nachvollziehbar zu machen, sagen wir so. Ja. Und ja, das funktioniert eigentlich bis dato sehr, sehr gut. Und ich habe auch bei mir, vielleicht noch kurz zu einem Update hinsichtlich Training. Ich habe auch jetzt meine Trainingsfrequenz für die letzten Wochen nochmal nach unten hin adaptiert. Das heißt, ich trainiere an 4 fixen Tagen die Woche tatsächlich. Ja, jetzt gerade mit den Wettkampfreisen, die aufkommen und auch dem Ermüdungsmanagement seitens der Vorbereitung, habe ich mich dazu entschieden, diese Trainingsadaption jetzt zu machen. Also mehr Pausentage, passt mir nicht so ganz in den Kragen, weil ich fühle mich an Pausentagen immer so ein wenig verloren. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, was du gerade machst. Ja. Ähm, aber ich merke trotzdem, dass es mir gut tut. Also jetzt rein von der körperlichen Erholung her. Jetzt in dem Setting, wo ich mich gerade befinde. Ist tatsächlich ein großer Vorteil von dem aktuellen System, was ich mache, auch alleine so dieser Vorteil auf die Tagesstruktur, dass du einfach von vorne bis hinten wirklich den gleichen Tag abspielen kannst und Ja, halt nicht immer so diesen Pausentag-Blues hast, so. Ich weiß genau, was du meinst, dass man dann irgendwie mal denkt, so, ach Mann, eigentlich würde ich ja gerne, was machst du denn jetzt irgendwie so in dem Sinne? Und natürlich gibt's genug zu tun und du findest so deine Aufgaben, aber es fühlt sich halt anders an, so in dem Sinne, ne? Mhm. ja, 100%. Ja. 100%. Gut, mein Ja, Lieber. gut. Ich Wollen wir ein glaube, paar sonst Fragen gibt es raushauen? keine Updates mehr, oder? Ja, fang mal an mit Fragen. Ihr habt da zum Beispiel eine sehr, sehr gute bekommen, Mhm. beziehungsweise würde ich vielleicht da, bevor wir auf ein wenig praktischen Bezug noch eingehen, will ich auf einen Podcast verweisen, den du gemacht hast mit dem Dr. Scott Stevenson. Der ist nämlich sehr, sehr gut, wo es ums Thema Appetit, Appetitregulation und solche Geschichten gegangen ist. Da war nämlich eine Frage, könntet ihr in der nächsten Folge vielleicht auf den derzeitigen Hype zu Ozempic und anderen GLP-1-Agonisten eingehen und eure Meinung dazu? Vielleicht jetzt einfach mal unsere Meinung, unsere Anwendung in der Praxis an uns selber potenziell oder an unseren Geschwistern, weil wir verwenden ja sowas grundsätzlich mal nicht.
ja, sondern vielmehr unsere Geschwister. Und ob und wie wir das schon mit Athleten und Athletinnen angewandt haben. Du willst mehr als einen Plan, den auch schon 3 Kumpels von dir haben? In meinem Coaching-Ansatz geht es nicht nur rein um Makros und den Trainingssplit. Ganz im Gegenteil, hier soll es um echte Optimierung gehen. Schlafqualität, Biomarker und Blutwerte. Aber auch Bereiche wie die Biomechanik im Training und Routinen. Jeder Bereich wird hinterfragt, durchdacht und präzise genau auf dich abgestimmt. Ich zeige dir nicht nur, was funktioniert, sondern vor allen Dingen auch, warum. Viel, viel wichtiger. Wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und wirklich alles aus dir rauszuholen, dann schreib mir direkt eine Nachricht, damit wir deine Grenzen sprengen können. Soll ich mal starten? Ich würde sagen, Ja, starte mal. GLP-1-Agonisten sind ein Geschenk des Himmels. Ich als Appetitgeplagter kann das nur sehr begrüßen, was es im Körper macht, weil es funktioniert, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wer heutzutage 2025 noch Semaglutid nutzt, der hat nicht alle Latten am Zaun. Also da gibt es, denke ich, bessere Optionen, weil Semaglutid war ja sozusagen so das erste Ding, was gekommen ist, worauf sich erstmal alle gestürzt haben. Deswegen auch erstmal dieser Hype, der auch berechtigt ist, weil es halt einfach was macht, was vorher noch nicht da war. Es gab vorher einfach keine Substanz, die diesen Effekt erzielt hat. Und dementsprechend sind natürlich auch die Ergebnisse ausgefallen bei den ganzen Leuten, die es jetzt erstmal im Einsatz hatten. Großer Nachteil, oder Vor- und Nachteil zugleich. Es ist A, wirklich nur GLP-1. Es gibt ja jetzt schon wesentlich fortschrittliche GLP-1-Agonisten, die dann noch mit GIP oder Glucagon gemischt sind, also Zweier- oder Dreier-Agonisten. Tirzepatide oder Retatrutide, die nochmal deutlich, deutlich besser wirken, also wirken stärker und die Nebenwirkungen sind durch die Kombination mit GIP und Glucagon nochmal deutlich reduziert. Das heißt, wer da Semaglutid nutzt, ist irgendwo suboptimal aufgestellt. Plus, bei Semaglutide kannst du nicht steuern. Du hast eine Halbwertszeit, die ist unendlich lang. Das ist eigentlich dafür gemacht, dass Lifestyle-Leute jetzt einfach nur einmal die Woche injizieren müssen, weil das ein Stressfaktor für viele Leute ist, sich eine Injektion zu setzen. Und deswegen wurde halt einfach damit gearbeitet, zu sagen, okay, komm, wir designen das Medikament so, dass es nur einmal die Woche angewendet werden muss, was aber für uns in unserem Kontext sehr, sehr nachteilig ist. Denn an einem Beintag willst du nicht die gleiche GLP-1-Wirkung haben wie jetzt zum Beispiel an einem Rest-Day. So, ne? Weil Nebenwirkungen wie Übelkeit, so flauer Magen, bisschen Benommenheit und so weiter, halt je nach individuellen Ansprechen auf das Medikament schon auftreten können. Und da wäre es ja eigentlich cool, wenn man das steuern könnte. Und da gibt es ein Medikament, das heißt Liraglutid. Markenname ist Saxenda und das hat eine Wirkdauer von 24 Stunden. Das heißt, das kannst du zum Beispiel jeden Tag individuell machen, dass du weißt, heute habe ich ein Beitraining, ich nutze es vielleicht gar nicht oder ich nutze es nur sehr gering, um meine Diät zu unterstützen, weil ich halt einfach im Beitraining jetzt keine Störfaktoren drin haben will, wie jetzt zum Beispiel Übelkeit. Oder ich habe heute einen Fastentag, ich habe heute einen Pausentag, sehr wenig Kalorien, heute wird hart gepusht, dann könnte ich halt auch volle Kante das Ding reinhauen, ohne irgendwie Gefahr zu haben, dass es jetzt eine Woche auf diesem Effekt bleibt und ich dann halt vielleicht Gefahr laufe, das nicht zu vertragen. Ne? Ja, also ich habe auch eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, sowohl bei meinem Bruder als auch bei Leuten, wo ich weiß, dass sie es genommen haben. Ja, aber ich muss sagen, mein Bruder hat auch mit Semaglutid begonnen innerhalb von seiner Contest Prep, die noch immer am Laufen ist. Und er hatte niemals irgendwelche Probleme. Niemals. Niemals irgendwelche Verdauungsprobleme, niemals irgendwie Bloating, niemals irgendwelche Nebenwirkungen. Ja, und das ist natürlich, was jetzt Preis-Leistung angeht, schon für Semaglutid sprechend beispielsweise. Also wenn man das gut verträgt, dann bin ich jetzt niemand, der sagt, ah, du darfst es nicht nutzen, du musst jetzt irgendwie Lira, Monjaro oder Reta nehmen. Ja, äh, allerdings, wenn man die Möglichkeiten hat, auf eines der anderen GLP-1s zurückzugreifen, würde ich sie auch präferieren. Beispielsweise ist mein Bruder jetzt gerade mit einer Minimaldosierung an Reta unterwegs und fühlt sich immens gut. Also von einer kognitiven Seite her, von einer Fat-Loss-Seite her, von einer Appetitmanagement-Seite her, logischerweise. Und da ist jetzt gar nicht viel notwendig. Vermutlich auch, weil sein Kopf gut mitspielt insgesamt und er auch ohne dem diäten könnte. Aber es ist einfach ein bisschen eine Last, die da von den Schultern fällt, wenn man vor allem in der Nacht nicht mit Hunger aufwacht, zum Beispiel. Ja, das ist etwas, was unfassbar positiv ist. Also alleine dieses Modulieren von der Ermüdung, die entsteht, weil du Hunger verspürst. Hm. Also nicht, weil du das Hungergefühl nicht aushältst, ja, weil meiner Meinung nach sollte es trotzdem im Bodybuilding so sein, dass jeder ohne dem diäten könnte, rein von einer Willenskraft und Disziplinseite her betrachtet.
Ja, das finde ich trotzdem wichtig und vor allem, dass man gelernt hat, mal ohne dem zu diäten auch, aber das dann trotzdem einzusetzen und von den positiven Aspekten zu profitieren, ohne sie komplett zu missbrauchen, ist ja definitiv was, was jetzt bei uns in dem Bereich, wo wir jetzt arbeiten, unterstütztes Bodybuilding und Wettkampfdiäten, keine Ahnung, oder normale Diät oder was auch immer, ja, was es definitiv Sinn macht, weil man hätte ja Nachteile, wenn man es nicht benutzen würde. So prinzipiell. Ja, Es ganz, hat, ganz plump gesagt. es hat grundsätzlich auch einen wahnsinnigen Einfluss auf eure Produktivität. Wenn du am Ja, Verhungern bist und du bist den ganzen Tag extrem. nur daran zu denken, oh, wann ist die nächste Mahlzeit, wann ist das, wann ist das, wann ist das, das fällt komplett weg. Es verändert dein Verhalten. Es verändert nicht nur, also du hast nicht nur keinen Hunger mehr, auch es gibt ja auch interessante Studien zu Suchtverhalten, dass die Leute weniger, Leute, die spielsüchtig sind, spielen nicht sehr so viel, Verlangen nach Drogen nimmt ab und so weiter. Super spannend. Bin gespannt, ob da in den nächsten Jahren noch was kommt, ob vielleicht noch Agonisten irgendwie weiterentwickelt werden, um genau solche Probleme auch zu lösen. So, ich merke, oder ja, jetzt muss man wieder aufpassen, mein Zwillingsbruder hat auch deutlich gemerkt, dass halt dieses ganze, wie soll ich sagen, so dieses Verhalten nach Essen einen anderen Bezug für dich bekommt. Es ist nicht mehr so dieses euphorische, ja, jetzt kommt die Mahlzeit und du hast so extreme Belohnungsmechanismen, Ja, sondern es ist so ein bisschen Gleichgültigkeit, nicht auf eine negative Art und Weise, sondern eher auf eine positive, dass du halt einfach nicht mehr so diesen krassen Trigger hast, so, boah, ich muss jetzt essen und ich habe so diesen Food-Fokus und so weiter. Das nimmt total ja, ab und das wird so ein ganz leises, dampfes Verlangen nach Essen, was noch gesund ist, aber was nicht mehr so präsent im Vordergrund steht, dass es dir auch einfach den ganzen Tag zerlegt, weil du nur noch irgendwie bei Instagram irgendwelche Foodblogs durchguckst und dir schon Restaurants raussuchst, was du zum nächsten Cheat Day irgendwie isst und so weiter, statt in der Zeit irgendwie auch vernünftig arbeiten zu können. So, mir ging es halt auch immer so, ja, dass es halt einfach extrem von meiner Produktivität abgenommen hat und ich da einfach mich viel besser fokussieren kann, wenn da letztendlich sozusagen diese Sachen im Einsatz sind. Vorsicht ist geboten, wenn ihr irgendwie mit der Bauchspeicheldrüse irgendwie Probleme hattet. GLP-1-Agonisten in jeglicher Form können Pankreatitis fördern. Das heißt, im Blutbild auf jeden Fall Lipase und Amylase bestimmen lassen, wenn ihr da sozusagen im Einsatz mit seid, um einfach mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ist jetzt keine Nebenwirkung, die jetzt bei jedem zweiten auftritt, aber ne, falls es da irgendwie eine Vorgeschichte gibt oder so, einfach mal im Hinterkopf behalten. Und ansonsten ist auch noch wichtig zu wissen, weil das immer so einen schlechten Ruf hat, das würde Muskelverlust bewirken, als Nebenwirkung und so weiter. Es ist nicht der GLP-1-Agonist, der den Muskelverlust bewirkt, sondern es ist die Tatsache, dass die Leute, wenn sie das Zeug nehmen, einfach nicht genug essen und dann auch nicht genug Protein essen und dadurch Muskeln verlieren. Das heißt, ein Kaloriendefizit wird immer irgendwo mit einem gewissen Muskelmasseverlust einhergehen, egal in welcher Form. Und wenn wir jetzt natürlich irgendwelche Studien nehmen von normalen Menschen, die keinen Sport machen und dann weniger essen, die essen sowieso schon kein Protein. Und wenn sie dann und noch weniger Protein essen, vor allem vielleicht kein Bewusstsein auch für Essen haben, was wir haben. weißt du? Entschuldigung. Nee, absolut richtig. Dann führt das natürlich zu Muskelverlust und in diesen Studien steht natürlich überall, ja, die Leute haben Muskeln verloren. Naja, aber das ist mal wieder halt, wo einfach Studien kannst du dir komplett in den Hintern stecken, weil sie einfach nicht sozusagen den Kontext abbilden, den wir ja hier haben. Egal wie viel Semaglutid du nutzt, du wirst ja trotzdem deine 300 Gramm Eiweiß essen oder was weiß ich so und dann dementsprechend halt diesen Parameter aufrechterhalten. Du wirst weiter hart trainieren. Vielleicht hast du noch PEDs im Hintergrund am Laufen, die deine Muskulatur schützen und so weiter. Das sind ja ganz andere Rahmenbedingungen sozusagen, Ja, wo man halt einfach nicht so vergleichen kann. Ne? 100%. Ja. 100%. Gut, dann hätten wir das, glaube ich, jetzt mal beantwortet. Ich habe auch eine schöne Frage, Chris, da würde mich deine Meinung Ja, interessieren, weil du bist ja auch jemand, ja. der gerne süß isst. Zimt im Bodybuilding, sinnvoll oder nur ein blöder ESN halt damals mit Urs? Gibt's dazu Fakten? Der hat Wie das irgendwie kommst mal du so, eigentlich drauf, wie kommst du drauf, dass sie gerne süß ist? wir hatten mal deine Ernährung durchgesprochen und da waren so ein paar süße Mahlzeiten dabei. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob es Ja, in der so. aktuellen Phase ist, aber in der Phase, wo wir mal drüber gesprochen hatten, da war schon das ein oder andere Porridge, glaube ich, so am Start. Oder Reispudding, Ja, so. so ein Oatmeal am Tag ist schon mit drinnen. Also meine Pre-Workout-Mahlzeit habe ich gerne süß, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ihr eine Mahlzeit ist, die herzhaft ist und mit Gemüse dann eventuell auch, seien es nur 100 Gramm Zucchini, die liegt mir tendenziell mehr im Magen. Ich kann sogar 100 Gramm Haferflocken Pre-Workout inhalieren mit Nussmus und Beeren und keine Ahnung, und die liegt mir gar nicht im Magen. Ja, aber wenn irgendwie eine herzhafte Mahlzeit ist, ich weiß es nicht. Ob es irgendwie an dem Geschmack liegt,
Ich weiß es wirklich nicht. Kann einfach nur Reis, Chicken, Ananas und Zucchini sein und die Verdauung ist schlechter oder zumindest habe ich das Gefühl, es liegt mir im Training mehr im Magen als jetzt eine süße Mahlzeit. Aber ja, Zimt ist natürlich in diesen süßen Meals als Topping in Verwendung, allerdings nicht in Form von einem Zimtteppich. So viel kann ich jetzt schon mal gleich sagen. Also Zimt schmeckt unfassbar gut. Ja, macht die Mahlzeiten als Topping auf Apfel oder Himbeeren etwas schmackhafter. Ob Zimt jetzt, also Zimt hat natürlich in der Theorie ein paar Vorteile, die er mit sich bringt. Ob es in der Praxis so viel Unterschied macht, jetzt wenn du in einer Mahlzeit vielleicht, so wie ich jetzt gerade im Moment, ein bisschen an Zimt verwendest, sei jetzt einmal dahingestellt. Also wir haben ja die potenzielle Wirkung auf die Insulinsensitivität, jetzt vor allem bei Ceylon-Zimt, ja, gibt es ein paar Studien, dass halt Glukoseaufnahme in Muskelzellen verbessert werden kann, bla bla bla. Blutzuckerregulation und Zimt ist ja auch was prinzipiell so ein bisschen, ich sage jetzt mal, antioxidativ wirkt. Ja, jedoch wie gesagt, auf die Mengen, die Urs isst, kann ich mir das schon eher vorstellen. Allerdings muss man auch aufpassen, weil Zimt hat auch Kalorien. Also wenn du 6 Mahlzeiten am Tag isst, die alle süß isst und auf jede Mahlzeit 6 Gramm Zimt draufklatscht, ja, dann hast du gleich mal irgendwie 30, 40 Gramm Zimt am Start. Und 30, 40 Gramm Zimt, weißt du, wie viele Kalorien das ungefähr sind? Wahrscheinlich auch so 150, Würde ich 150 nicht berechnen, roundabout. weil es wahrscheinlich, weil selbst wenn es 5 Mahlzeiten sind, sind die ja am Tag gleich und dann ist es auch schon wieder egal sozusagen. Ne? Mhm. Ja, aber am Ende des Tages, wie gesagt, einfach so ein paar Dinge, die man da berücksichtigen muss. Aber ich würde es jetzt trotzdem insgesamt einfach nur als Gewürz sehen tatsächlich und nicht mehr und nicht weniger. Ja, Ich würde ein bisschen abweichen von deiner Meinung. Sehr geil. Haben wir mal ja, endlich mal einen bitte, Punkt. Ich bitte. finde, Zimt ist eine der wertvollsten Ergänzungen, wenn wir jetzt so wirklich im Kräuter-Gewürze-Bereich irgendwie schauen. Die positiven Vorteile in Bezug auf die Insulinsensitivität, also dass es eure Zellen sozusagen empfänglicher für Insulin macht, dass der ganze Kohlenhydratstoffwechsel besser funktioniert und so weiter, die sind auf Polyphenole zurückzuführen, die heißen MHCP. Ist ein unaussprechlicher Name, wenn man es jetzt wirklich voll aussprechen würde, aber merkt euch einfach MHCP. Das ist sozusagen das, was die Zellen sensibler macht und auch teilweise die Wirkung von Insulin verstärkt und die auch nachahmt im Körper. Das heißt, ihr habt da schon einen erheblichen Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel, wenn ihr das Ganze halt auch in einem Dosierungsbereich von 3 bis 6 Gramm legt. Drei bis Und da sechs Gramm, kann, ja. und da sollte auch jeder mal selber den Test machen, weil du auch sagtest, ob es jetzt einen riesen Unterschied macht, kannst du testen. Iss mal dein Porridge einmal mit Zimt und einmal ohne und mach mal einen Blutzuckertest. Halbe Stunde Takt, also halbe Stunde nach der Mahlzeit, Stunde nach der Mahlzeit bis zu 2 Stunden und da stell mal ein Blutzuckerprotokoll und du wirst einen Unterschied feststellen. Kann jeder, der sowieso Blutzucker misst, gerne mal machen. Mal einmal mit und einmal ohne zu messen. Wichtig ist nur, diese Effekte, ja, auf der einen Seite ist die Insulinsensitivität besser und so weiter. Was man aber auch wissen muss, ist, ein Teil der Effekte, warum der Blutzuckerspiegel langsamer steigt, ist auch, weil es die Magenentleerung verlangsamt. Das heißt, Magenerklärung, ja. dadurch, dass die Kohlenhydrate nicht so schnell gespalten werden, ist natürlich der Blutzucker nicht so schnell oben wie jetzt bei einem Reispudding ohne zum Beispiel. Ne? Das heißt, das muss man halt auch wissen, wenn man sich vor dem Training zum Beispiel dann halt eine große Menge Reispudding reinhaut und da halt extrem viel Zimt drauf macht, weil das ist ja eigentlich das Letzte, was du willst, dass du dir vor dem Training eine vor dem Training etwas reinhaust, was die Magenentleerung sozusagen verlangsamt. Plus, Zimt ist auch ein starker AMPK-Aktivator, das ist der Gegenspieler von mTOR. Also mTOR ist sozusagen Muskelaufbau, mal jetzt ganz einfach gesprochen, und AMPK ist Energiefreisetzung, was zum Beispiel durch Cardio gefördert wird oder so weiter. Also genau der Gegenspieler. Der Körper ist entweder in diesem aufbauenden oder in diesem abbauenden Zustand und Zimt wäre ein starker Aktivator für diesen AMPK-Mechanismus. Das heißt, vor dem Training sich eine Menge Zimt reinzuhauen oder auch vielleicht direkt danach, wenn wir schnell Nährstoffe aufnehmen wollen und das mTOR auf dem höchsten Level ist und wir hauen da jetzt sehr viel AMPK dagegen, ist vielleicht nicht so die beste Idee. Wir reden jetzt natürlich auch hier wieder von, die Menge macht das Gift, ne? Also eine Prise Zimt in dem Sinne, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wenn du da jetzt wirklich mit deiner 6 Gramm Portion reingehst, so in dem Sinne, könnte man überlegen, ob da nicht ein bisschen was zu optimieren gilt. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr Zimt esst,
bitte nur Ceylon-Zimt, weil Cassia-Zimt Ja, oder sage ich mal alle Zimtsorten außer Ceylon-Zimt enthalten Kumarin. Das ist toxisch, nicht nur für die Leber, sondern für viele andere Gewebesteile im Körper und da würde ich auf jeden Fall Abstand von nehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwo im Supermarkt eine Packung kauft, wo einfach nur Zimt draufsteht, dann ist das einfach nur eine Mischform, weil ja nichts deklariert ist. Das heißt, es sind irgendwelche Zimtformen zusammengemixt, die halten alle Kumarin und die einzige Form, die ihr bedenkenlos essen könnt, ist der Ceylon-Zimt. Macht mal jetzt alle den Test, geht mal an den Küchenschrank, guckt mal, was ihr für Zimt da habt. Die Hälfte von euch wird wahrscheinlich irgendeinen Crack-Zimt da haben, der euch eigentlich mehr toxisch vergiftet als alles andere, obwohl ihr glaubt, ihr tut euch was Gutes. Problem ist natürlich nur, der Cassia-Zimt ist der so geil schmeckt. Also wenn es wirklich darum geht, sagen wir mal, ich würde mir jetzt einen French Toast machen oder so und ich will jetzt wirklich, dass es 100% geil schmeckt, dann würde ich den Cassia-Zimt einmal nehmen, weil der schmeckt halt einfach so süßlich und hat eine viel angenehmere Note. Aber wenn es jetzt wirklich um tägliche Anwendung geht, dann auf jeden Fall nur Ceylon-Zimt, weil der, wie gesagt, halt frei von diesen Schadstoffen ist. ja, du hast das sehr gut zusammengefasst. Ich stimme dir ja prinzipiell zu. Nur, ja, ist es halt immer auch auf die Menge bezogen, wie du schon gesagt hast, 3 bis 6 Gramm Zimt, um jetzt da wirklich gute Wirkung auf die Insulinsensitivität beispielsweise zu kreieren. Ja, wenn ich jetzt mein Porridge so ein bisschen mit Zimt abträufel, dann wird es jetzt Völlig nicht den egal. riesen Unterschied machen. Da macht Ja. dann eher noch einen Unterschied, ob ich jetzt 5 Gramm Mandelmus oder 10 Gramm Mandelmus noch hinzufüge Mhm. oder ein bisschen dunkle Schokolade, wo wir auch wieder beim Thema Polyphenole und so weiter dann sind und sekundäre Pflanzenstoffe. Aber das macht meiner Meinung nach mehr Unterschied und hat mehr Auswirkungen dann schlussendlich auf beispielsweise die Magenverweildauer und diese ganzen Geschichten. Ja, Genau. Magst du die nächste Frage raushauen? gut, ich hau da jetzt nochmal die nächste Frage raus. Die ist ein bisschen trashy, ja, aber ziemlich lustig, wenn man es jetzt auf die Praxis bezieht, weil ich habe diese Frage tatsächlich schon öfter erhalten. Kann man seinen kompletten Eiweißbedarf mit 4 Eiern und den Rest in Whey konsumieren? 200 Gramm Whey gesamt. Fleisch und Fisch, aktuell kein Bock und zu teuer. Kannst du, vorausgesetzt alle Mikronährstoffe, die du über Fleisch bekommen würdest, wie zum Beispiel B-Vitamine, deckst du über andere Formen ab und idealerweise vielleicht nicht nur über Tabletten. Das heißt, proteinreiche Lebensmittel haben ja nicht nur den Vorteil, dass sie Protein haben, sondern vor allen Dingen auch Sachen wie rotes Fleisch, super individuelle Nährstoffstrukturen, die halt kein anderes Lebensmittel dir so bietet. Hemmeisen, das heißt, das wirklich bioverfügbare Eisen, nicht das Eisen, was irgendwie in Spinat und so weiter drin ist, wo der Körper eh nichts mit anfangen kann, sondern wirklich die bioverfügbaren Formen. Hemmeisen, B-Vitamine, Kreatin, Zink. So, da sind viele Sachen am Start, die du halt erstmal auf andere Art und Weise wieder irgendwie abdecken musst, um nicht in irgendeinen Mangelzustand reinzulaufen. Weil es ist wieder das, die Leute versuchen immer nur ihre Makros zu decken und denken irgendwie, sie sind versorgt. Nein, Ja, nein, 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 nein. Egal ob Hormonproduktion oder sonst irgendwas, alle Prozesse im Körper sind abhängig davon, dass Kofaktoren wie zum Beispiel Mineralstoffe, Vitamine und so weiter da sind. Die Mikros sind so unendlich wichtig. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, weil ich sag dir jetzt schon, wie es ist, wenn er sagt, er isst seine 2 Eier und den Rest des Tages Whey. Das Whey ist nicht das Problem. Das Problem sind die Mahlzeiten, die mit dem Whey verbunden sind. Weil mit einer Whey-Mahlzeit wird er jetzt sicherlich nicht Kartoffeln und Brokkoli essen. Mit einem Whey wird er dann wahrscheinlich Reispudding und wenn es hochkommt, noch einen Esslöffel Erdnussmus essen oder so. Und das ist halt eigentlich das Problem. Das heißt, wenn du eine sehr mikronährstoffreiche Zusammensetzung deiner gesamten Lebensmittel hast, könntest du theoretisch, wie gesagt, wie sinnvoll das ist jetzt mal dahingestellt, auch die Calciumaufnahme müsste man im Blick behalten, weil auch Proteinpulver enthält Calcium. Wissen viele nicht. Wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Whey-Shakes kippe, habe ich vielleicht einen Calciumanteil, der schon über dem liegt, was ich eigentlich zuführen sollte. Und das Problem ist nicht nur das Calcium an sich, sondern vor allen Dingen auch die Konkurrenz zum Magnesium. Weil Calcium, Magnesium gleicher Transporter im Körper und wenn ich halt zu viel Calcium aufnehme, wird Magnesium eher zurückgestellt. Ergo, Magnesium haben wir sowieso alle schon in Mangel, könnte problematisch werden. Also ihr seht schon, da gibt es wieder mehr, was man eigentlich beachten sollte, als die Frage eigentlich hergibt, sozusagen. Ist aber nicht schlimm, weil der Fragesteller hat durch diese Brille noch nicht geguckt, deswegen ist es auch völlig okay, wenn wir da einmal so ein bisschen ausholen. Aber das ist erstmal mein erster Take dazu. Mich würde interessieren, was du dazu sagst. ja, ich bin eigentlich zu 100% der gleichen Meinung. Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang einen großen Teil meiner Ernährung eben genau so versucht zu decken, einfach aufgrund von Einfachheit halber. Das war so ein wenig diese Phase, wo ich Wettkampf-Bodybuilding den Rücken kehren wollte, aber trotzdem noch Sponsor gehabt habe, der mich natürlich mit Whey versorgt hat und ähm,
ich wollte hier einfach was sehr, sehr Pragmatisches schaffen und habe hier wirklich 5 Mahlzeiten am Tag gegessen und 4 davon waren mit Whey-Protein als Eiweißquelle. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, ich habe halt zu diesen Whey-basierten Mahlzeiten trotzdem eben meine Kartoffeln mit Brokkoli an der Seite gegessen. Also ich habe da damals einen Airfryer gehabt und habe mir da beispielsweise auch einfach fette Portionen mit Kartoffeln und Gemüse gemacht, mit verschiedensten Gemüsesorten und habe das einfach so quasi dann mit so ein bisschen Parmesan oder sowas getoppt gehabt. Wie gesagt, da war jetzt Bodybuilding nicht im Vordergrund für mich und habe halt meinen Eiweißbedarf, den ich natürlich trotzdem decken wollte, weil ich ein bisschen Verständnis über Ernährung und über Eiweißkonsum habe und das natürlich nicht komplett schleifen lassen wollte, habe ich einfach über Whey gedeckt. Ja, haben wir dann irgendwie mal an Whey-Creme gemacht, die ich dann noch auf ein paar Maiswaffeln danach verteilt habe und einmal habe ich mal einen Shake gemacht und das andere Mal, also sehr, sehr pragmatisch, sehr, sehr simpel, sehr, sehr schnell. Ich wollte mal Curry Chicken zubereiten, ich wollte eigentlich alles, wie gesagt, so simpel wie möglich gestalten und habe zu dem Zeitraum dann logischerweise dadurch, dass ich eine gesundheitsorientiertere Phase auf meinen Körper appliziert habe, auch mehrere Blutbilder gemacht, auch mit Vollblutprotokollen im Hinblick auf Mikronährstoffe und war da eigentlich sehr, sehr gut versorgt. Also man kann es schon machen, wenn man das schlau anstellt. Ist es langfristig wahrscheinlich die beste Lösung? Vermutlich nicht, weil es trotzdem Sinn macht, einfach unterschiedliche Eiweißquellen langfristig zu konsumieren, ja, und sich da nicht zu sehr auf dieses FSWC Macros zu stützen. Aber ja, es geht theoretisch, definitiv. Ähm, würde ich trotzdem, wahrscheinlich trotzdem einfach aufgrund von Enjoyment-Gründen, Genussgründen nicht langfristig umsetzen. Wie gesagt, Ja, kann man so phasenweise vielleicht mal einbauen, aber so, als ja, Idee steht jetzt noch so ein bisschen so die Einfachheit im Vordergrund. Ah, cool, dann ist es ja ja, total easy. Wenn man aber alles richtig machen will, und wir geben halt hier so ja. die Empfehlung immer dahingehend raus, dass ihr wirklich optimieren wollt, wie viel am Ende davon umsetzt, ist ja euch überlassen, ist ja völlig in Ordnung. Aber die Antworten, die ihr hier bekommen werdet, sind immer darauf ausgerichtet, wie hole ich 100% raus. Das sollte der Anspruch sein. Und wenn ich jetzt überlege, ach cool, dann brauche ich ja nur noch Whey-Shakes trinken, dann ist diese Sache zwar einfacher geworden, alles andere wird aber so viel komplizierter. Ihr bräuchtet theoretisch ein richtig ausgeklügeltes Supplement-Protokoll, dass ihr an verschiedenen Tageszeitpunkten bestimmte Vitamine und Mineralstoffe einnehmt, weil die darfst du ja auch nicht bunt mischen. Es gibt ganz viele, nicht nur Mineralstoffe, sondern auch Vitamine, die sich gegenseitig im Weg stehen und dann halt sozusagen miteinander konkurrieren. Das heißt, da würdest du schon mal neuen Stress produzieren. Dann müsstest du dir auch Gedanken machen, wie kriege ich genug Salz am Tag rein, denn auch eine Whey-Mahlzeit wird dazu führen, dass du weniger salzig isst als bei einer herzhaften Mahlzeit. Salz ist, gerade jetzt in der Sommerzeit und dann auch bei hohem Körpergewicht, bei vielen Schwitzen und so weiter, so unglaublich wichtig für eure Performance. Das haben viele noch nicht so richtig mitbekommen. Aber als junge, gesunde Menschen, die Sport machen, müsst ihr euch nicht an diese Salzvorgaben halten, die irgendwie eure kranke Tante bekommt, die Übergewicht hat oder so. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten und der beste Performance-Booster im Training, das wird Chris hier auch bestätigen können, selbst mal mit wenigen Kohlenhydraten, sind nicht Kohlenhydrate an sich, sondern eher Salz. Ne? Wenn du ausreichend mit Elektrolyten Salz und Wasser. und Flüssigkeit versorgt bist, dann brauchst du keine Kohlenhydrate in dem Sinne. Also ja, ist cool, welche zu haben, aber rein theoretisch, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das die Komponente, für die ich mich dann, für die ich wählen würde, wenn eins von beiden zur Verfügung steht. Das ist ja auch das Witzige, wenn du zum Beispiel Backstage bist beim Wettkampf und du hast einen Athleten vor dir und dieser Athlet wird flach, dann fragst, hey, wie viel Salz und Wasser hast du drin? Ja, keines. Und dann ist meistens so die Lösung nicht noch irgendwie 500 Gramm Reis reinzufetzen mit Honig, sondern ist meistens die Lösung, trink einfach ein bisschen was, ja, so 500, 600, 700 Milliliter und nimm 1, 2 Gramm Salz mit rein und auf einmal, boom, ja, Mhm. auf einmal hast du wieder ordentlichen Druck in der Muskulatur. Also Flüssigkeit und Salz, vor allem in solchen Extremsituationen merkt man das so gut, ja, äh, machen oftmals wirklich was Tolles im Körper, ja. Ja. Was mich interessieren würde, weil ich jetzt ja auch gerade akribisch am Salz- und Wasser-Tracken bin, trackst du derzeit Salz und Wasser bei dir? Also Salz wird wahrscheinlich eh so roundabout standardisiert sein bei dir, aber auf wie viel Wasser kommst du auch, so Flüssigkeit täglich? Das track ich ehrlich gesagt nicht.
Und ich gebe auch immer diese Antwort meinen Klienten, wenn sie danach fragen, dass es schwierig ist, Flüssigkeit zu standardisieren. Denn dein Verbrauch ist ja schon irgendwo täglich anders. Je nachdem, hast du mal 100%. 20 Minuten länger trainiert, ist es mal 3 Grad wärmer. Es kommen ja viele Einflussfaktoren hin, wo der Flüssigkeitsbedarf schwankt, weshalb es immer schwierig ist, dort was an die Hand zu geben. Dass die Frage kommt, finde ich immer absolut berechtigt, ne? Weil wenn wir alles vorgeben, keine Ahnung, wenn du bei mir ins Coaching kommst, kriegst du halt alles irgendwie vorgegeben, so, also von Zeit, das ist alles selbstverständlich. Und diese eine Sache ist nicht vorgegeben in dem Sinne. Wo ich aber in der Praxis immer wieder festgestellt habe, wenn wir jetzt mal davon absehen, irgendwie, dass irgendwelche ganz Tag irgendwelche Leitgetränke konsumiert werden oder so. Beim Hunger sich aufs Gefühl zu verlassen, ist natürlich fatal. Das wird nach hinten losgehen. Aber beim Durst hat der Körper eigentlich genug Mechanismen, dir zu signalisieren, wann du etwas trinken solltest und wann nicht. Und ich muss dir ehrlich persönlich sagen, ich habe noch keine Person gesehen, die noch nicht genug Muskeln aufgebaut hat, weil sie sich beim Trinken limitiert hat. So in dem Sinne. Es gibt vereinzelte Fälle, dass gerade auch bei Frauen ein paar Fälle da sind, wo es ihnen sehr schwer fällt zu trinken. Da kann man dann wieder ein paar Tricks mit reingeben, irgendwie das halt ein bisschen schmackhafter zu machen, auch über Tees, bisschen ERAs einfach mit reingeben, was sozusagen so durch diese Süße auch nochmal so ein bisschen anregt, mehr zu trinken. Da kann man schon ein bisschen was machen, aber für einen Großteil der Leute ist es einfach nicht notwendig und da solltet ihr einfach auf euer Bauchgefühl hören. Einfach zu trinken, wenn ihr durstig seid, wo immer ihr dann auch rauskommt. Und ich sag mal so, man kann es ja auch ein bisschen individuell steuern, weil die Menge an Salz, die ihr konsumiert, wird ja irgendwo auch ein bisschen vorgeben, wie viel ihr am Tag trinkt. Ne? Weil, wie gesagt, wenn ihr mehr salzt, wird der Körper auch dementsprechend wieder Homöostase versuchen zu vollziehen, also das Gleichgewicht herzustellen und dann dafür sorgen, dass ihr auch dann gegebenenfalls auf die Menge trinkt, die ihr salzt. Mhm. Ja, ja, Wettkampfszenario ist natürlich nochmal was anderes, gut. ne? Wie gesagt, letzte Woche und so weiter, Ja, um da Manipulation vorzunehmen. Gar keine Frage, aber das betrifft ja jetzt hier die wenigsten Zuhörer, deswegen so für den Hobbysportler so oder so in dem Sinne völlig zu vernachlässigen. Genau. gut. Chris, Jetzt haben wir noch warst du eine ganz kurz Trainings, weg. Jetzt bin ich wieder haben, da. haben wir noch eine So, Trainingsfrage? Wir haben noch Trainingsfrage gar keine habe Trainingsfrage ich gehabt. jetzt im Moment. Ja, pass auf, ich suche jetzt kurz eine raus, weil ich habe sicher eine. 100%. Gib mal ganz kurz eine Sekunde. Braucht man eine schräge Variante, um eine gute obere Brust aufzubauen, oder geht's auch ohne? Es geht auch ohne, es geht nicht so effizient, es geht aber auch ohne. Der Grad der Schulterflexion ist dann wieder entscheidend und der Ja. Armwinkel sozusagen. Man kann auch mit einem flachen Bankwinkel aber sehr viel Schulterflexion erreichen, zum Beispiel mit Kurzhanteln, dass man die Fasern schon trifft. Die Frage ist nur, wie effizient ist das Ganze? Ne? Ob es nicht bessere Optionen gibt, sozusagen das Ziel zu erreichen. Was sagst du? Mhm. Ja, also ich würd irgendeine Variante einbauen im gesamten Programming, wo du den Oberarm, wo du den Oberarm auf der einen Seite natürlich in einer gewissen Art und Weise adduzierst, aber eben auch eine Schulterflexion mit drinnen hast, ja. Es muss jetzt keine Druckvariante für die obere Brust sein. Was sich beispielsweise auch anbietet, sind irgendwie Fliegende an einer Schrägbank mit einer Ellbogenführung, die von hier unten nach hier oben geht. Also jetzt kein Frontheben, sondern eben Fliegende auf einer Schrägbank mit einer Armführung hier in diesem Winkel in etwa. Das funktioniert ziemlich gut. Oder es kann auch, was ist denn jetzt noch? Also ja, eine Presse für die obere Brust ist ja prinzipiell etwas, was sehr leicht umsetzbar ist. Also jetzt auch eine Multipresse oder von mir aus mit Kurzhanteln. Den Winkel muss dann jeder für sich selber so adaptieren, in welchem Winkel man dann drückt, mit welcher Brücke, mit welchem Hohlkreuz man dann drückt, wie die Positionierung auf der Bank ist und. Aber im Endeffekt würde ich in irgendeiner Art und Weise die obere Brust schon direkt stimulieren. Wie gesagt, man könnte es jetzt auch mit einer reinen Schulterflexion machen, im Sinne von beispielsweise die Nautilus Brustpresse, also jetzt nicht die Leverage, sondern die Explode oder die Nitro mit dem neutralen Griff wird auch deine Mhm. obere Brust beispielsweise etwas stimulieren. Einfach aufgrund, also alleine wenn ich mir jetzt schon hierher greife und ich habe hier den Oberarm und adduziere ihn beziehungsweise bringe ihn hier nach oben, dann spüre ich hier richtig, wie die obere Brust stark kontrahiert. Also nach oben und innen. Ja.
Sowas kann auch funktionieren als Druckvariante für die obere Brust. Ja, da muss jeder ein wenig für sich selber herausfinden, was da gut funktioniert, aber gibt verschiedene Wege, die jetzt dahingehend so ein bisschen nach Rom führen. Ich finde jedoch Drücken für die obere Brust schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, und dadurch, dass wir jetzt keinen Kontext haben, ist es natürlich ein bisschen schwer reinzugehen, Ja, individuelle Lösung zu bieten, aber es würde sich theoretisch auch anbieten, eine Guillotine-Press zu machen. Wenn man weiß, was man tut und ja, seinen Körper kontrollieren kann, dadurch, dass der Armwinkel dann irgendwo hier oben ausgestellt ist, ist dann auch genau dieser Faserbereich aktiv sozusagen, wenn du deinen Arm auch in dieser Position lässt und nicht irgendwie runterdrückst, dass dieser Verlauf sozusagen, wenn der Arm hier in der Abduktion ist, irgendwo nach unten geht, dass wir hier untere Fasern haben, sondern dass er hier oben bleibt und er zum Hals geht, dann wirst du auch obere Faseranteile erwischen. Also es gibt viele Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Ich würde aber immer sagen, warum sollen wir uns diesen ganzen Aufwand machen? Obere Brust ist sowieso der Muskel, der bei keinem so ausgeprägt ist, dass er sich da irgendwie drauf ausruhen könnte. Und da sollten wir doch alle Mittel und Möglichkeiten nutzen, die uns zur Verfügung stehen, um da zu maximieren und nicht zu gucken, wie wir irgendwie halbarschig über die Runden kommen. Ne? ja. Ich habe noch eine Rapid-Fire-Question zum Thema Training-ish. Ja. Hau raus, gerne. Äh, und zwar hat eine Person 4 Gyms zur Auswahl. Welches soll die Person benutzen? Erstes Gym hat L- und K-Geräte. Zweites Gym hat Gym 80 Geräte. Drittes Gym hat Matrix-Geräte. Und das vierte Gym hat Sports Art Geräte. Welches sollte die Person benutzen? Geile Frage. Sports Art ist gar nicht schlecht. Sports Art ist sehr leicht, also die ganzen Stack-Loaded-Geräte, die sind von der Sports über. Art kenne ich gar nicht. Ist das so eine deutsche Firma? Ich Das kannte die gibt es auch in nicht. Österreich nirgends. Ich habe zu Corona-Zeiten das große Privileg gehabt, in einem Frauenstudio tätig zu werden, was Sportsart-Geräte hatte und habe die auch da das erste Mal benutzt. Da kannte ich vorher auch nicht. Dachte, was ist das denn? Ich glaube, die kommen aus Italien oder so. Die sind ziemlich Wirklich? gut. Also so rein von der Biomechanik und so weiter, auch die haben auch eine konvergierende Brustpresse, die ist ziemlich ähnlich sogar wie die Nautilus Leverage-Maschine zum Beispiel. Problem ist halt nur, die Geräte sind unglaublich leicht und die Gewichtsscheiben werden mit so einem, wie bei Jim Lecco, mit so einem flachen Stift reingesteckt. Das heißt, du kannst nicht jetzt einen Gympin reinhauen, um da auf Reiben Ah, ranzuhängen, sondern du hast so einen flachen Dings. Da habe ich mir dann schon im Baumarkt damals einen Spachtel geholt, weil der ja, weil der ja flach ist. Den dann kannst du ja dazwischen schieben und hast trotzdem vorne einen Griff dran. Also das war so mein MacGyver Gympin für Sportsart-Geräte. Dadurch, dass ich mich dann nur eine Zeit lang über Wasser halten musste, war es okay. Den Beinbeuger habe ich dann einbeinig gemacht und so. Also es finden sich schon Lösungen. Aber je nachdem, wie der Leistungsstand des Fragestellers ist, am Anfang deiner Trainingskarriere auf jeden Fall großartig. Sportsart hat auch eine richtig, Chris, pass auf, Sportsart hat eine richtig geile Beinpresse-Hackenschmidt-Kombination. Stack, also so eine Stack-Loaded Beinpresse mit Schulterpolstern. Also das heißt, du kannst den Winkel der Plattform, der Rückenlehne einstellen und du hast Schulterpolster. Das heißt, es ist eine Mischung aus Hackenschmidt und Beinpresse, sage ich jetzt mal. Und das Ding war richtig genial. Da habe ich mich immer wahnsinnig drauf gefreut, damit zu trainieren. Es ist halt nur die Frage sozusagen, wie stark bist du? Reichen dir die Geräte? Aber ansonsten von der Mechanik her großartig. Platz schau mir zwei. das einmal ganz kurz an. Du, ich schaue mir das jetzt einmal ganz kurz an. Mhm. Ich werde jetzt ganz kurz dein Cutter ein bisschen nerven, weil ich hier Mhm. Bildschirmfreigabe mache. Die meinst du? Nee, das ist Plate Loaded. Bei mir war es Nein. Stack Loaded. Aber Ah, die sieht, Stackloaded. ja, da die, Was haben wir in der da? Mitte, in der Mitte, stopp. Ja, genau die. Ah, Da kannst du nämlich die Rückenplattform noch verstellen und kannst den Winkel einstellen und kannst dir die Schulterpolster aber oben richtig schön drunter drücken, dass du wahnsinnig stabil bist. Die war tatsächlich richtig gut. Unten hast du noch Griffe zum Festhalten und so weiter. Das Ding war Gold wert. Also wenn das schwerer gegangen wäre, das hätte ich hier ins Invictus mitgenommen. Sportsart. Ich weiß nicht, wo die Sportsart. herkommen. Keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt sicherlich Sehr einige. interessant. Ich kenne die Marke tatsächlich gar nicht. Ja. Gar nicht. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Guck mal, da siehst Ich du habe den auch noch. Stift, was ich meine beim Ja, ja, Reinstecken. Super schwierig, halt Zusatzgewicht draufzuladen. absolut nervig. Absolut nervig. Ja. Aber die schauen eigentlich gar nicht so minderwertig aus im Hinblick auf die Verarbeitung jetzt Nein, einmal so also auf wie den gesagt, ersten auch der Blick. Bewegungsablauf und so weiter großartig. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Der Geheimtipp. Sehr interessant. Ja. Sehr, sehr interessant. Ja, Was hat. ich würd wahrscheinlich das Gym 80 Gym picken, trotzdem. Weil Gym 80 hat trotzdem meist Geräte, die schwer genug sind oder man kann sie zumindest gut schwerer machen. Sie sind so stabil, dass du einen Gympin verwenden kannst. Sie haben keine Verkleidung vor den Gewichten, dass du einen Gympin verwenden kannst. Beinstrecker ist beispielsweise solide, Beinbeuger-Variationen sind solide.
diverse Pressen, Multipressen etc. sind solide. Also mit Gym 80 im deutschsprachigen Raum macht man meiner Meinung nach trotzdem nicht viel falsch. Gibt's viel Besseres, ja klar, aber so für ein kommerzielles Gym. Ich bin auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich habe entweder irgendwo so ein Studio, wo ich das Kit nicht kenne, oder ich habe irgendwo ein McFit, dann gehe ich für ein schnelles Training einfach mal ins McFit, weil ich kenne das Gym 80 Kit, ich gehe einfach kurz rein, mache dort mein Training, ich weiß, ich kann es durchziehen, so, und gehe dann halt wieder raus. Und du meinst, du hast ja auch jahrelang mit Gym 80 trainiert, sei es jetzt im Ghost Gym oder so, es ist ja solide. Du schläfst 8 Stunden, bist aber trotzdem dauermüde und stagnierst im Training. Auch wenn du eigentlich lange genug im Bett liegst, können Schnarchen und auch Atemaussetzer deine Regeneration wirklich komplett zerstören. Denn mit mehr Körpergewicht und vor allen Dingen auch Muskulatur rund um den Schultergürtel steigt dein Risiko für Atemprobleme enorm und eine gezielte CPAP-Therapie kann ja ein absoluter Gamechanger für dich sein. Du kannst direkt überprüfen, ob du selber betroffen bist. Lade dir ganz einfach eine App wie zum Beispiel Sleep Cycle herunter und finde direkt heraus, wie oft du nachts schnarchst und ob es bei dir schon Hinweise auf Atemaussetzer gibt. Darüber hinaus sind auch niedrige Werte deiner Sauerstoffsättigung ein ganz klares Warnsignal, endlich zu handeln, was du ganz einfach mit so ziemlich jedem Fitness-Tracker herausfinden kannst. Wenn du dir jetzt unsicher bei der Einschätzung bist, schick mir gerne deine Ergebnisse und schau dir vor allen Dingen auch ein ausführliches Video zum Thema an, wo du alle nötigen Informationen dazu bekommst. Denn es ist völlig egal, wie viel Mühe du sonst noch in deine Regeneration steckst. Wenn du nicht richtig schläfst, leiden nicht nur deine Fortschritte, sondern vor allen Dingen auch deine Lebensqualität. Ich würde sagen, Gym 80 ist der solideste Standard, sag ich jetzt mal so. Also so, um das Beste aus allen Welten rauszuholen. Klar gibt's auch irgendwo negativ Geschichten, die man ansprechen kann, aber so, das ist wie mit Hammer so. Das ist so ein solider Ja. Grundstandard, der ist stabil so, du weißt, was du hast an den Geräten, die sind nicht immer optimal vom Widerstandsprofil und so weiter, aber du kannst auf jeden Fall damit trainieren. Ich würde Gym 80 Hammer immer noch vorziehen. So, also Ja. Platz eins, wenn ich über diese kommerziellen Standardanbieter rede, würde ich auch sagen, Gym 80 Platz eins, Hammer beziehungsweise Live Fitness Platz zwei. Dann gibt's mal da ein Gerät, was besser ist, dann gibt's mal da ein Gerät, aber das nimmt sich nicht viel. Matrix kommt irgendwo hinten auf der Liste. Es gibt da zwei, drei gute Geräte. Oh, Also ich finde zum Beispiel oh. den sitzenden Beuger von Matrix finde ich sehr gut. Die haben eine gute Wadenmaschine, die haben eine sitzende Rudermaschine, die ist gut, aber da hört es dann auch schon fast auf. Wir hatten noch L und K auf der Liste, ne? Ja, aber da kenne ich nur die alten tatsächlich. Ja, es Da gibt kenne ich nur die alten. L und K gibt's keine Machen die neuen. überhaupt? Da gibt's Na, keine neuen, die, Chris. ja, aber es gibt, also die alten, die rustikalen quasi. Ja, die kenne ich halt. Ich weiß nicht. Die haben aber trotzdem eine neue Website, sehe ich da. Schau, du, natürlich gibt es da neue. Na, dann hauen wir Du gleich die willst nächste mir, Bildschirmfreigabe du raus. willst mir einen Bären aufbinden da. Ja, schau, Funktionalität, Perfektion und Optik. Habe ich noch nie gesehen. Also ich kenne wirklich nur ich habe noch nie in einem Studio ein neues L und K Gerät gesehen. Ich sehe immer nur die alten. Jetzt gehen wir Das mal ist in den ja Shop witzig. rein, du. Der L und Schau, K Shop. lass uns mal was bestellen. Schau, Ab- und Adduktorenmaschine. Krass. Wow. Mit Hydraulik. Mit Hydraulik einfach. Guck dir das an. Wow. Aber da gibt es eine mit Stack-Loaded. Das ist auch Sitzen, Kombi, Stack-Loaded beispielsweise. Ja gut, schaut jetzt auch nicht so schlecht aus, kann man gut verstellen. Okay, das ist eigentlich ganz nice. Hat jetzt da auch wieder so einen geschissenen Loading-Stift. Hm. Achso, jetzt kann man das wegen meiner Sprache nicht monetarisieren, glaube ich. I'm Wird sorry. ausgepiept. Es wird ausgepiept. Das wollte ich jetzt nicht machen. Sonst werde ich hier kein Na, Millionär mehr auf YouTube. ja, I'm sorry. Ich versuche immer aufzupassen, aber ich bin immer wieder am Fluchen mal. Aber auf jeden Fall gibt es nicht viel, wie wir sehen, Ja. weil anscheinend war es das. Es gibt da, oder? Warte mal, doch, da gibt es 19 Seiten. L und K ist Habe halt ich so ein jetzt bisschen gerade. so kleine Schwester von Gym 80, so, ne? Also ich glaube, also du siehst es ja auch an den Geräten, die versuchen so ein bisschen Gym 80 nachzumachen, würde ich jetzt mal sagen, so von den Geräten her. Es ist alles sehr Ja, ja, ähnlich, ja, ja, aber so, ja, es ja, gibt das gute ist Gym Geräte, 80, Gym 80 Brustpresse gefühlt. es gibt gute Geräte, also ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf die alten. Es gibt so tatsächlich Oldschool-Studios, die haben sehr solide Ausstattungen durch alte Geräte mit L und K. Aber ob da jetzt in dem Studio, was du angesprochen hast, genau die stehen, ist jetzt mal dahingestellt. Deswegen würde ich mal jetzt sagen, das ist eher so eine russisch Roulette-Nummer. Kann funktionieren, muss aber nicht. Von daher lass uns mal das Rating so festhalten. Gym 80, Sports Art, Matrix, L und K. Würden wir das L und K hinter Matrix stellen? Ja, weil ich nicht weiß, was da steht. Bei Matrix weiß ich zumindest, Ah, womit ich arbeiten kann. L und K könnte halt auch in die Hose gehen, ne? Matrix ist halt schon ein Pain in the Ass, Danny.
Wir dürfen auch mal anderer Meinung Äh, sein, Chris, das ist völlig in Ordnung. ja, wo würdest du in so einem Fall Hammer jetzt einordnen? Hinter Gym 80? Ja, Also Hammer Live Fitness. ja. Hm. Gym 80, Hammer und Was dann haben wir denn noch? Techno Gym. Techno Gym. würde ich auch in die Matrix-Kategorie packen. Boah, schwierig. Weil bei Technogym stört mir am meisten, dass der Sitzenbeuger Müll ist, dass der Strecker Müll ist. Das sind so die Geräte, die ihr eigentlich brauchst, so, weil eine Plate-Loaded Beinpresse kannst du leicht auch modifizieren, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Technogym Beinpresse oder, obwohl die Technogym Beinpresse, also die pure Strength, Pure Strength Line, die ist ja gar nicht so schlecht. Also die schwarz-gelben Maschinen, die sind Ja. sind ja auch von Hammer abgekupfert im Endeffekt. So die Pressen und das ganze Zeug und die Rudermaschine sind ja gar nicht so schlecht. Vom Griff her ein bisschen unergonomisch, also die haben ja diesen komischen rechteckigen Griff da, aber Mhm. so jetzt die Beinpresse und so, das ist ja super solide. Aber am meisten stört mich halt so sitzender Beuger, sitzender Strecker, Seithebemaschine ist nicht so geil. Die normale Techno-Gym Stack-Loaded Brustpresse ist ziemlich cool, Die wobei wollte man ich da gerade sagen muss, ansprechen. die ist einfach Mhm. viel zu, über das haben wir eh schon mal geredet in irgendeinem anderen Podcast, ja. Ja. Also ich glaube, es geht schneller, wenn wir festhalten, wie viel gute Geräte es von Technogym gibt. Und da würde ich sagen, Stack-Loaded konvergierende Brustpresse. Die funktioniert tatsächlich richtig gut. Die ist ein bisschen wackelig, muss man wissen, wie man sie nimmt, aber alles andere ist dann doch eher so semi-gut, ne? Ja. Ja. Chris, lass uns doch mit einer ja, Ernährungsblutwerte, Antinährstoff, All-Around-Frage abschließen. Interessiert mich deine Meinung. Frage für die nächste Folge. Seit wie vielen Jahren gibt es bei euch jeden Tag Reis und hattet ihr jemals ein Problem mit Arsenbelastung durch Reis? Weicht ihr den Reis vor dem Kochen über Nacht ein über mehrere Stunden? Wie kocht ihr den Reis mit der Wassermethode und der 10-fachen Menge wie Pasta, damit das Arsen mit dem überschüssigen Kochwasser weggeschüttet wird oder mit der Quellmethode im Reiskocher oder Topf und so weiter und so fort? Habt ihr Arsenbelastung je im Vollblut oder Stuhl gemessen? Vielen herzlichen Dank. Also erstmal die wichtigste Frage, seit wie vielen Jahren gibt es hier eigentlich täglich Reis? Da muss man mal drüber nachdenken. Äh, Ne? Ich Wahnsinn. muss sagen, bei mir gibt es derzeit gar keinen Reis. Ja, derzeit. Aber überleg mal, über wie viele Jahre, wie viel Kilo Reis du schon weggehauen hast. Ja, aber ich muss sagen, ich bin gar nicht so der Reis-Fan. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der in einer Off-Season, selbst wenn er irgendwie 6000 Kalorien isst, dass der seinen gesamten Kohlenhydratbedarf über Reis deckt. Ja, Wie machst du es dann? ich, ich Also finde Reis prozentual so, so? es ist super, super, super schwierig. Sicherlich konsumiere ich dann hier und da mal Cream of Rice oder halt Reisbrei, aber ich verwende auch viel Maisprodukte, ich verwende viel Kartoffeln trotzdem, also meistens Kartoffeln-Reis-Mix. Ich meine, du kennst das eh, mach das aber auch schon seit Jahren. Ähm, trotzdem viel Haferflocken, auch in der Off-Season oder andere Getreideprodukte, weil ich die eigentlich trotzdem gut vertrage. Also ich vertrage zum Beispiel Weizenprodukte ebenfalls sehr, 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 sehr gut. Ich schaue einfach nur, dass es nicht zu viel wird. Und so ergibt sich eigentlich ein relativ guter Mix. Also Reis ist für mich eher so ein Tool, um einfach die Kohlenhydratmenge pro Meal etwas hoch zu pushen. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der dann irgendwie, keine Ahnung, 200 Gramm Reis pro Mahlzeit isst, einfach um halt viel Reis zu essen, weil ich vertrage auch andere Quellen sehr, sehr gut, die für mich sehr genießbar sind, sage ich mal so. Mhm. Aber ja, ich habe sicher in meiner Vergangenheit schon sehr viel Reis gegessen. Ich habe mir allerdings nie wirklich Gedanken zur Arsenbelastung gemacht. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der hergeht und den Reis komplett abkocht. Eben mit der 10-fachen Menge Wasser war da jetzt, glaube ich, im Text als Frage formuliert. Ich wasche einfach meinen Reis und dann koche ich ihn. Ja, das ist das Einzige, was ich mache. Ich wasche ihn gründlich und dann koche ich ihn. Meistens eben mit der 2- bis 3-fachen Menge Wasser, je nachdem, wie viel Volumen ich halt brauche und was es auch für Reissorte ist, sei es jetzt Jasmini-Reis oder Basmati-Reis oder Langkorn-Reis oder was auch immer oder Sushi-Reis. Aber abseits von dem erreicht man bei Arsen trotzdem, ja, man erreicht schon potenziell Grenzwerte, wenn man jetzt jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, einen halben Kilo Reis wegscheppert, so, ja. Und das über Jahre hinweg, aber ansonsten würde ich sagen, man braucht sich bei gründlichem Waschen etc. und, äh, und so weiter braucht man sich jetzt keine großen Gedanken drum machen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Und Arsen habe ich tatsächlich noch nie bestimmen lassen, im Gegensatz zu anderen Antinährstoffen im Blut. Arsen habe ich, glaube ich, noch nie bestimmt. Doch, einmal habe ich es bestimmen lassen. Doch, ich habe es einmal bestimmen lassen, kann mich noch erinnern. Aber da war der Wert vollkommen in Ordnung.
Aber zu der Zeit habe ich auch nicht jeden Tag Reis konsumiert. Also ich sehe nicht so Jetzt aussagekräftig. ist die große Frage, wie hast du ihn bestimmen lassen? Im Blut? Das ist jetzt wirklich schon lang her, weil da habe ich auch komplettes Blutbild gemacht. Eben wo ich auch, Quecksilber habe ich schon mehrmals bestimmen lassen, aber da habe ich auch andere Antinährstoffe bestimmen lassen, weil ja mal wirklich so 1400 € Blutbild war das. Aber das ist schon so lange her, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Weil Arsen im Blut zu bestimmen ist nicht wirklich sinnvoll. Das gibt nur den akuten Zustand wieder. Also jetzt wirklich, was Eben. jetzt gerade jetzt in der Situation gerade herrscht, aber nicht sozusagen systemische Belastung. Stuhl ist auch nicht geeignet. Das gibt nur die nicht resorbierte Menge wieder, die gerade ausgeschieden wird. Goldstandard für Arsentests ist tatsächlich Urin. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja auch bei Blutuntersuchungen Riesenunterschiede. Ne? Magnesium zum Beispiel. Und Magnesium muss im Vollblut bestimmt werden. Calcium kannst du aber auch im Serum bestimmen. Da gibt's halt wieder unterschiedliche Voraussetzungen, um wirklich die Werte adäquat abbilden zu können. Weil wenn du deinen Magnesiumwert im Serum bestimmst, dann zahlst du im Prinzip für nichts, weil das überhaupt nicht der Wert ist, den du eigentlich sehen willst. So ist es auch beim Arsen. Das heißt, du kriegst natürlich irgendwo schon einen Snapshot, wenn du im Blut dein Arsen misst. Das bedeutet aber nicht, dass es die Aussagekraft hat, die du dir verwünschst von der wirklichen systemischen Belastung, die dein Körper jetzt mal gesammelt über 3 bis 4 Tage oder so, also dass du wirklich einen Durchschnittswert bilden kannst, auch wirklich vorzeigen kann. Genau das gleiche wie halt im Stuhl. Ja, es ist irgendwo eine gewisse Menge Arsen da. Wenn jetzt aber irgendwelche Faktoren wie zum Beispiel GLP-1 dazu geführt haben, dass du eine langsame Magenentleerung hast und so weiter, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das dazu führt, dass du vielleicht eine andere Menge ausscheidest als sonst, dann ist es auch schon wieder hinfällig. Das heißt, wenn ihr Arsen bestimmen wollt, dann im Urin. Und dann habt ihr auch eine verlässliche Aussage. Ich habe in meiner Praxis, bei mir selber und auch bei allen Klienten in der Regel noch nicht gesehen, dass Arsen wirklich mal ein Problem war. Ich esse jetzt gerade 900 Gramm Reis am Tag ungefähr, gemischt nochmal mit 600 Gramm Kartoffeln, so auf den gesamten Tag verteilt und habe noch nie, auch in den vergangenen Jahren, irgendwie, wenn ich bei so hohen Reismengen war, irgendwo mal einen Grenzwert erreicht, wenn ich meinen Arsen bestimmen lassen habe. Von dem her ist auch die Frage, sollte ich meinen Reis waschen, soll ich den jetzt mit irgendeiner speziellen Methode kochen und das Wasser dann da wegkippen und so weiter, finde ich alles ne, nicht unberechtigt. Wenn man Probleme hat, sollte man auf sowas natürlich achten, aber ich sag mal, für 90% wird es keine Probleme machen. Und deswegen würde ich mir da nicht so einen Kopf machen, weil alleine auch den Reis so zu kochen, dass du was abkippen musst, das führt ja wieder dazu, dass die Konsistenz auch einfach scheiße ist. Ne? Wenn ich 900 Gramm Reis am Tag esse, dann soll der auch bitte schmecken. Und ich habe mir jetzt erst vor kurzem einen neuen Reiskocher geholt und Chris, ich sag dir, ich habe mir eine neue Küchenwaage geholt, ich habe mir einen neuen Reiskocher geholt und das sind so die zwei Sachen, wo ich jahrelang immer mit irgendeinem Crack-Equipment unterwegs war, weil man irgendwie sparen wollte oder so. Man nimmt irgendwas Einfaches, obwohl das Produkte sind, die du wirklich täglich benutzt. Ne? Investier doch mal statt nicht nur 10 € in eine Küchenwaage, sondern mal 30. Wir reden ja jetzt nicht von 300. Und guck mal, was du dafür bekommst und wie viel besser es sich einfach jeden Tag anfühlt, wenn du da einfach 50 Mal diese Waage benutzt. Und das Gleiche ist es Ja. auch mit dem Reiskocher. Ich habe jahrelang immer über einen Multikocher mein Reis gekocht, weil es halt immer bequem war. Ich habe da zu der Zeit auch noch mal viel Gulasch drin gemacht und so weiter. Da hast du halt einfach viel abgedeckt in einem Gerät. Funktioniert auch. Wenn es jetzt aber rein um den Geschmack geht, ist ein richtiger Reiskocher, der wirklich nur dafür bestimmt ist, Reis zu kochen, noch mal ein ganz, ganz anderes Level. Also alle, die jetzt gerade noch zu Hause sitzen und ihren Reis nicht im Reiskocher kochen, Leute, tut mir bitte den Gefallen, sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Holt euch einen verdammten Reiskocher. Ich kann euch unten mal meinen reinpacken, so, der funktioniert großartig. Ein Reiskocher macht den Reis einfach so viel schmackhafter und es macht vor allen Dingen wieder passiv nebenbei. Es kann nichts anbrennen, es ist immer auf den Punkt, es ist immer genau richtig und so weiter. Und wenn ich jetzt Hast du, überlege, da, ich mache das. hast du mal probiert, irgendwie was anderes auch noch dazu zu tun? Also sie irgendwie Gemüse noch zusätzlich mit rein oder so und das mitkochen? Kannst auch Gewürze mit reinmachen, irgendwie Kurkuma oder so, dann wird er gelb zum Beispiel, ne? Also du kannst jetzt irgendwie so Currymischung oder Kurkuma mit reinmachen, dann kriegst du gelben Reis raus, ist auch ganz nett so von der optischen Seite aus, da kann man schon viel mit rumspielen. Also die Möglichkeiten bestehen auf jeden Fall. Aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. I'm so sorry. Wollte eigentlich noch zu Ende erzählen, aber jetzt hast du mich voll rausgerissen. Hast keine Lust mehr, hättest du auch sagen können. Es tut mir so leid. Was wollte ich denn sagen? Ja, Das war jedenfalls nicht meine Intention. holt euch einen verdammten Reiskocher. Das macht einen riesen Unterschied aus. Weil, wie gesagt, alleine wenn du das im Topf kochst, dann brennt das irgendwie an. Dann musst du Wasser wegkippen. Dann kippst du auch wieder irgendwie mit Reis mit ab. Dann ist das am Ende weil wenn du es mit so viel Wasser kochst, dass du Wasser abkippen musst, dann wird der ja auch nicht richtig schön Ja, von der ja. Konsistenz, sondern dann ist er ja so matschig. Also da sind so viele Punkte mit bei, wo ich sagen würde, im Leben nicht. Und festhalten lässt sich aber, Arsenbelastung ist weniger ein Thema, als die Leute denken.
auch nicht beim Kilo Reis am Tag und vor allen Dingen nicht, wenn wir jetzt über 200 Gramm Reis sprechen. Also so, da muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Was aber viel, viel mehr unterschätzt wird, ist tatsächlich Quecksilber. Ne? Ja. Also auch schon, da haben wir schon öfter in der Vergangenheit drüber geredet, aber es schadet nicht, das auch nochmal zu erwähnen für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Schon die kleinsten Mengen Fisch bei täglichem Verzehr sorgen für erhöhte Quecksilberwerte und das ordentlich. Auch die Sorten, die vermeintlich nicht belastet sind. Fisch sollte ein Genussmittel sein. Fisch sollte nicht täglich auf dem Ernährungsplan stehen. Wenn überhaupt, Ja. dann Meeresfrüchte, also Garnelen und so eine Sachen, die lassen sich noch besser mit einbauen, weil die halt nicht ganz so verseucht sind. Aber ich sag mal so, wenn ihr wirklich Fisch, egal welche Sorte, auf täglicher Basis verzehrt, dann macht bitte den Test und lasst mal euer Quecksilber checken. Ja. Ja. Genau. So, mein Lieber. Gut. Jetzt hast Ja, du ich würde sagen, was ich für die wir Quickie rappen das gebraucht. Ganze. Ich hab tatsächlich noch einen kurzen Take. Und zwar habe ich ja keinen Platz in meiner Küche für einen Reiskocher. Ist alles schon vollgestellt mit jeglichen Küchengeräten. Und ich Dann habe einen stellst du in den anderen Raum. Mikrowellenreiskocher. Ich habe einen Ah, okay. Mikrowellenreiskocher. Das geht auch, ja. Und der ist eigentlich, also der kostet irgendwie 20 Euro, der ist wirklich nicht schlecht. Der Ja. ist wirklich, wirklich gut. Also für das, wie wenig Reis ich eigentlich konsumiere, trotzdem im Kontext von dem, wie auch meine Off-Seasons und so ausschauen, hat er bis jetzt immer ausgereicht. Also ich habe einen normalen Cut von Russell Hobbs, kann das sein? Mhm. Russell Hobbs ist Gibt Marke. es ja. Da habe ich einen normalen Cut. Ja, der hat so ungefähr 50 Euro gekostet, der ist nach 2 Jahren kaputt gegangen und dann habe ich mir diesen den Mikrowellenreiskocher geholt und der macht echt seinen Job. Passt gut. Kann ich bestätigen, funktioniert auch sehr, sehr gut. Problem bei mir ist halt einfach nur die Mengen. Da müsste ich ihn zu oft laufen lassen, weil du kannst natürlich nicht in so einem Mikrowellenreiskocher wirklich große Mengen auf einmal durchbereiten. Aber wenn du jetzt deine 200 Gramm Reis am Tag hast oder so, dann ohne Probleme. Ja. Ja. Guti, ja, dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze an diesem Punkt. Liebe Das war Grüße gehen nett. raus. Liebe Grüße gehen raus an Fabi, der heute leider nicht dabei sein konnte. Der hat irgendwie das Ja, Stauchaos zugeschlagen. Wir wollten heute eigentlich wieder eine Dreierrunde machen, aber ihr wisst, wie es läuft. Das Leben schlägt wieder zu. Trotzdem aber die Stellung gehalten. Wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder Fragen für die nächste Runde da lasst. Dann hoffentlich wieder zu dritt. Und bis dahin danke ich dir für deine Zeit, Chris, und sag bis zum nächsten Mal. danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao.